Jetzt auch vielleicht. Ich hoffe, ihr hört mich. Guten Abend. So ist es, ne? Keine Übung mehr mit der Technik. 1 Monat kein Livestream und schon funktioniert nichts mehr so, wie es soll. Jetzt fehlt uns nur noch der Chat. So, jetzt ist auch der Chat da. Sagt doch gerne gerade mal, ob ihr mich hören könnt und ob ihr mich sehen könnt, ob alles in Ordnung ist. Ja, ich hoffe es sehr. Ich hoffe, dass das hier klappt und dass es mir die Technik nicht übel nimmt, dass ich jetzt so lange nicht live war. Das ist immer ganz spannend. Ich weiß gar nicht selber, warum das so lange gedauert hat, aber irgendwie bin ich nach der Weihnachtszeit immer in so einem kleinen Basteltief und brauche eine Pause. Und dann habe ich an meinem Mammutprojekt gearbeitet, an der Schneeflocke. Und ja, jetzt im Januar haben wir uns getroffen und ja, ich habe dann wie eine Verrückte für dieses Treffen gearbeitet und das war auch super schön, aber dadurch war ich hier irgendwie sehr wenig, ich war generell wenig online, geschweige denn live. Deshalb gucken wir jetzt heute mal, ob das wieder läuft, ob wir das wieder hinkriegen. Es gibt eigentlich so viele Projekte in Arbeit, so viele Ideen, so viel, was umgesetzt werden will dieses Jahr, dass es allerhöchste Zeit wird, das Ganze auch mal anzugehen. Sehr schön, ich sehe schon. Ich glaube, es passt alles. Danke an die, die geschrieben haben. Danke hier an Annette, an Marina, an Annika, an Sandra, an die Sonja, an alle, die da sind und mit reingucken. Vielen Dank, dass ihr mir hier am Freitagabend euer Ohr leiht und dass ihr euch die Zeit nehmt. Ich dachte, wir legen, wie gesagt, mal wieder los. Ich war natürlich auch in der ganzen Zeit, in der ich nicht live war, nicht ganz untätig und habe so das ein oder andere ausprobiert, habe angefangene Projekte, habe an der Materialfront einiges zu berichten, das sich jetzt einfach hier bei dem Arbeiten an diesem großen neuen Projekt auch ergeben hat. Aber ich würde sagen, wir machen das alles so ein bisschen der Reihe nach. Ich würde sehr gerne mit der Schneeflocke anfangen und zuerst was zu dem Großprojekt Schneeflocke erzählen. Diejenigen, die jetzt schon da waren, auch am Wochenende mit mir gebastelt haben, die wissen alles über das Projekt. Die haben ganz fleißig stundenlang hier mit mir gewerkelt. Aber es waren ja nur 30 Leute da und es gibt natürlich da draußen unter euch noch ein paar mehr, die nicht hier waren, aus verschiedensten Gründen. Vielleicht weil zu weit, weil Wetter irgendwie schlecht angekündigt. Wir hatten ja nicht so gute Bedingungen. Dann noch mit dem Streik, mit der Anreise. Deshalb dachte ich, es macht total Sinn, dass ich euch das Projekt einfach nochmal vorstelle, nochmal ein bisschen was dazu erzähle. Es ist ein großes Projekt. Es war für mich in der Vorbereitung ein großes Projekt. Es ist für euch in der Umsetzung ein großes Projekt. Ich finde aber, es ist kein schwieriges Projekt. Es ist aufwendig, weil es viele Teile sind und weil es groß ist. Ich zeige es gleich auch nochmal. Wir wechseln einfach gleich mal hier rüber und gucken uns das gemeinsam an. Aber es ist wirklich absolut machbar. Und das beweisen auch die, die jetzt schon Fotos in der Gruppe gezeigt haben. Es gibt ja in der Facebook-Gruppe auch schon erste Fotos, wo man so ein bisschen sehen kann, dass das nicht nur ich zusammensetzen kann, sondern dass es wirklich auch absolut machbar ist. Und jetzt testen wir gleich nochmal. Ich habe keine Ahnung, auf welchen Knopf ich drücken muss. Achtung, wir schalten einmal um und gucken, ob wir die andere Kamera eingefangen bekommen. Ja, ich glaube, das hat auf Anhieb geklappt. Hier seht ihr mich einmal auf der anderen Seite und ihr seht schon, dass ihr die Flocke nur zum Teil seht, weil es ein so gigantisches Projekt ist. Ich versuche mal ein bisschen auszuzoomen. Ja, hier ist mit Zoom dann auch schon Schluss. Wartet mal. Jetzt wird es direkt wieder eine kleine Kamera-Wackelfahrt. Dafür entschuldige ich mich direkt. So. Es gehört alles. Ihr kriegt es hier einmal, den Rundumschlag, gehört alles mit dazu. So. Ihr seht, ich habe es jetzt hier rundherum auch nicht übermäßig beleuchtet, auch wenn es hinter mir eigentlich einigermaßen hell ist. Aber ich wollte, dass man eben hier auch die Beleuchtung in der Flocke schön sehen kann, denn wirklich der aufwendige Teil an dem ganzen Projekt ist die Beleuchtung. Wir haben hier insgesamt 60 LEDs eingebaut, 2 Drahtlichterketten mit jeweils 30 LEDs. Und das ist das, was die Flocke zu so einem aufwendigen Projekt letzten Endes macht. Aber man sieht hier in der Übersicht auch, jedes einzelne Lämpchen hat seinen eigenen Platz und man baut entsprechend hier innen drin erst Lichterkettenhalter, so kleine LED-Halter, und in diese LED-Halter werden die einzelnen Lämpchen dann eingesetzt und so kommen die dann auch alle wunderbar an ihren Platz. Es gibt für dieses Projekt auch eine Übersicht zum Ausdrucken, weil hier bei diesem Projekt ganz wichtig ist, dass man die Lichter in der richtigen Reihenfolge einbaut, weil man eben 2 Lichterketten à 30 Lämpchen braucht und beide kommen vom Zugangspunkt von hier unten. Die Lichterketten sitzen mit dem Batteriefach, das kann ich auch gerade mal zeigen, hier unten in dem Sockel von der Schneeflocke drinne und hier führt dann jeweils das Kabel durch den Stab einmal nach oben.
Und da habe ich in der Vorbereitung mir echt ziemlich das Hirn zermartern müssen, um den Weg zu finden, wie man die Lichterkette hier verlegen muss, damit das wirklich auch funktioniert, dass dann am Ende an jeder Stelle ein Lämpchen auch eingebaut ist. Aber weil ich mich da selber lange dran aufgehalten habe, um eine Lösung zu finden, habe ich da diesmal auch eine Übersicht zum Ausdrucken erstellt. Die liegt einfach dem Download von den Plotter-Dateien mit bei. Und die kann man sich ausdrucken und kann da schön lang arbeiten. Ich lese gerade die Frage von Maren, die die Schneeflocke sehr schön findet, die sie aber gerne ohne Licht hätte. Also sie fragt, ob man die Löcher weglassen könnte. Maren, ohne Licht wärst du x-mal so schnell fertig, aber du hättest unnötig viel Arbeit, weil die im Inneren eben, also der ganze Innenaufbau von der Schneeflocke mit diesen Haltern schon dafür konzipiert ist, dass man da die Lämpchen einbaut. Und dann braucht man unverhältnismäßig lange, um eine unbeleuchtete Schneeflocke zu bauen. Es wurde aber sowieso auch schon der Wunsch geäußert, noch zu dieser Schneeflocke eine weitere Schneeflocke in klein, ohne Beleuchtung mit anzubieten. Das werde ich auch noch mal angehen. Ich weiß nur noch nicht, ob jetzt vor Ostern oder erst dann wieder zum Winter, zum nächsten Winter quasi hin, weil man eben wegen diesem ganzen Beleuchtungsthema das Ganze nicht unbedingt frei skalieren kann oder das dann nur ohne Lämpchen könnte. Ich überlege gerade wegen den kreisrunden Löchern. Die sind halt einfach fest in die Datei integriert und was du jetzt hier nicht sehen kannst, ist, dass hier unten drunter Lagen liegen, wo diese Löcher quasi am Rand sitzen. Deshalb kann man die nicht so ohne weiteres rauslöschen oder weglassen. Das ist relativ umständlich. Also die einfache Antwort lautet erstmal nein. Aber ich habe das Thema unbeleuchtet auf jeden Fall auf dem Zettel und mache mir da nochmal Gedanken drüber. Es wäre sehr, sehr spannend für die, die hier sind, falls da noch jemand dabei ist, der sagt, ja, ich finde die Flocke cool, aber auf die ganze Arbeit mit diesen vielen Lämpchen habe ich keinen Bock. Schreibt es doch gerne mal, weil umso mehr eine Stimme dafür dalassen, umso wahrscheinlicher ist, dass ich mich da dann doch zeitnah auch nochmal irgendwie dahinter klemme und noch eine Lösung für ohne Licht finde. Ohne Licht ginge wirklich viel, viel, viel schneller, weil man diese ganzen LED-Halter nicht braucht und weil man dann einfach das ganze Innere mit Auflagestreifen füllen könnte. Das heißt, die Umsetzung ohne Lämpchen ginge wirklich ja, einfach vom Zusammenbau her auch flotter von der Hand. Aber ich wollte die unbedingt beleuchten, deshalb habe ich mir diesen Aufwand letzten Endes auch gemacht. Ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Ich will gleich noch ein bisschen was zum Material sagen, aber erst noch vorab ganz wichtig, die Flocke ist, obwohl sie so ein großes Projekt ist, A4-tauglich. Darauf habe ich in der Entwicklung schon geachtet. Soll heißen, das Ganze ist so aufgeteilt, dass man es wirklich mit A4-Bögen komplett umsetzen kann. Und ich müsste jetzt lügen, ich habe es nicht ganz genau im Kopf, es sind 23 oder 24 Bögen DIN A4, die man hier braucht für das komplette Projekt. Man muss natürlich nicht mit A4 arbeiten, ihr könnt auch mit den 50×70 Bögen arbeiten, die ich sonst immer verwende, und könnt das Ganze entsprechend aus den Bögen zuschneiden. Das funktioniert auf jeden Fall auch. Ja, auf der Vorderseite habe ich das Ganze hier zusätzlich mit Glitzerkarton verschönert. Da nochmal ein Danke an die Daniela. Die Daniela war auch mit beim Basteln dabei und hat sich gewünscht, dass man wirklich hier die Flocke als solche von der Vorderseite her farbig nochmal ein bisschen absetzen kann von hier unten dem Stab und dem unteren Sockelteil. Und entsprechend habe ich das in der Datei jetzt auch so angelegt, dass ihr das eben getrennt umsetzen könnt. Man kann es jetzt hier wahrscheinlich nur erahnen, weil ich eben auch hier für die Flocke weiß gewählt habe, auch wenn ich weiß Glitter gewählt habe. Aber vielleicht könnt ihr hier unten doch den Unterschied erkennen, dass man sieht, dass es hier noch glitzert und hier unten dann mit dem Stab einfach weitergeht ohne Glitzer. Das geht. Die eine Seite habe ich beglitzert, die andere Seite habe ich hier bei der Flocke komplett weiß umgesetzt. Da kann ich euch auch noch mal zeigen, wie das aussieht, wenn man komplett nur mit Tonkarton arbeitet. Das war mein ursprünglicher Plan, weil ich persönlich das eigentlich auch ganz schick finde, dass diese Stäbe vom Motiv her wirklich ganz gerade auch hier in die Flocke reinlaufen und so ein bisschen wie aus der Flocke einfach rausgewachsen ein Teil zusammen mit der Flocke bilden. Ist am Ende aber Geschmackssache und von der farbigen Gestaltung her seid ihr da jetzt frei. Ihr könnt die entweder komplett hier in einer Farbe umsetzen oder ihr könnt eben dieses obere Flockenteil auch andersfarbig aufkleben. Tatsächlich gibt es hier sogar nochmal eine Teilung, nämlich man hat hier einmal dieses Sternelement in der Mitte und dann kommen diese Spitzen hier außen rum, die werden separat aufgeklebt und hier außen diese äußeren Flockenarme, die werden auch separat aufgeklebt. Und dieses ganze separat aufkleben finde ich tatsächlich im Handling sehr, 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 sehr praktisch, weil man nicht das komplette Außenteil auf einen Schlag perfekt passgenau da auflegen muss, weil an irgendeiner Ecke passt es dann 100 pro doch wieder nicht, sondern man kann einfach wirklich das zentrale Element aufkleben und dann Stück für Stück die Teile hier außenrum drauf puzzeln. So,
Okay. Ich versuche jetzt gleich erst nochmal über eure Kommentare zu lesen. Schreibt gerne nochmal, wenn ihr noch Ideen oder Wünsche zu der Flocke habt, damit ich dieses Thema einfach für mich nochmal mitnehme. Und dann würde ich als nächstes ganz gerne was zum Thema Material sagen. Einmal habe ich das Thema Kleber mit dabei. Da gibt es was ich unbedingt mit euch teilen will. Und dann sage ich auch sehr gerne nochmal was zu dem Glitzerkarton. Wir haben noch ein anderes Glitzermaterial entdeckt, das auch super funktioniert. Ich dachte, das nutzen wir dann heute einfach und machen das einmal so in einem Aufwasch. Ich will nur gerade einmal drüber lesen, ob ich hier bei euch irgendwas Wichtiges verpasst habe. Maren schreibt, sie wartet einfach ab. Wunderbar. Sie will einfach mal wieder was ohne Beleuchtung. Maren, auch das kann ich sehr gut verstehen. Wart einfach noch mal einen Moment ab. Wenn ich das hinbekomme und angepasst habe, dann sage ich da auf jeden Fall noch mal Bescheid. Und ansonsten gucke ich nochmal bei euch durch. Petra schreibt, das hat einige Nerven gekostet, aber am Ende ist man mega stolz. Petra, absolut. Es ist viel Arbeit. Man muss sich da einige Stunden wirklich konzentrieren. Aber ihr habt es ganz, ganz toll gemacht. Also ich lese hier natürlich auch einige, die auch da waren, die mich hier letzte Woche hier in Mömpris, in meinem Heimatort, beehrt haben mit ihrer Anwesenheit und zusammen mit mir an diesem irren Projekt gearbeitet haben. Und ich sage nochmal ganz, ganz liebe Grüße. Ich winke euch. Ganz, ganz liebe Grüße und ganz, ganz dickes Danke, dass ihr euch das zugetraut und zugemutet habt. Ich hatte ein super schönes Wochenende mit euch und ich kann nur alle anderen, die nicht da waren, herzlich einladen. Traut euch ruhig ran an dieses Projekt. Es ist viel Arbeit, aber es ist absolut machbar. Es gibt ein sehr, sehr ausführliches Anleitungsvideo. Es gibt quasi mein ausführlichstes Anleitungsvideo ever. 1 Stunde 53 Minuten, in dem man sich das alles wirklich Schritt für Schritt angucken kann. Ihr könnt auch hier mal reinschreiben, die meine Projekte schon kennen, wie ihr mit den Anleitungsvideos verfahrt. Das habe ich am Wochenende jetzt auch mehrfach gefragt und fand die Antworten ganz interessant. Ich glaube, einige von euch gucken wirklich erstmal das komplette Anleitungsvideo und schneiden dann die Teile und gucken dann beim Zusammenbau nochmal. Finde ich ein sehr spannendes Herangehen. Ich finde es für mich immer ganz spannend von euch zu hören, wie ihr das für euch tatsächlich zu Hause dann in der Umsetzung auch macht. Ist für mich immer ganz spannend, weil das für mich diese Rückmeldungen auch so ein bisschen beeinflussen, wie ich die Anleitungsvideos für euch aufbaue. Also ich habe da wieder ganz viel dazu gelernt. Für mich war das total cool, einfach auch zu gucken, wie da gearbeitet wird und wie unterschiedlich da rangegangen wird. War super gut. Dabei fällt mir was noch ein. Das Basteltreffen hier in Mömpris ist jetzt zwar erstmal vorbei, aber Achtung, der Club, der Bastelclub, der jetzt das ganze Jahr laufen wird. Wir haben 8 Termine, an denen wir gemeinsam basteln. Da findet das Basteln online statt, via Zoom. Da gibt es noch Plätze. Wir haben die Mindestteilnehmerzahl für den Club schon erreicht. Das ist vielleicht auch nochmal eine wichtige Info, weil ich nämlich auch einige Clubis 24 hier lese. Also der Club findet auf jeden Fall statt. Das erste gemeinsame Club Basteln müsste, wenn ich das richtig im Kopf habe, am 29. Februar stattfinden, also Ende Februar. Das Projekt, das ihr vorbereiten, plotten müsst, gibt es eine Woche vorher. Das heißt, es ist noch ein kleines bisschen Zeit, aber für diejenigen von euch, die noch mit dem Club liebäugeln, so langsam aber sicher dürft ihr gerne dazukommen. Ich habe euch auf jeden Fall den Link für den Club nochmal hier bei YouTube auch in die Videobeschreibung gepackt. Und ich habe euch auch jetzt, was wir uns gleich materialmäßig nochmal anschauen, auch versucht, umfassend in der Videobeschreibung zu verlinken. Ich bin heute auch, um für mich nochmal zu üben, erstmal nur bei YouTube live. Ich weiß nicht, ob ihr das so vor Weihnachten mitbekommen hattet, dass ich hier mein ganzes Setup auch ein bisschen umgestellt habe, dass das Streamen jetzt über den Windows-PC läuft, anstatt vorher über den Mac. Das heißt, heute erstmal alles nur bei YouTube. Ihr dürft mir gerne auch nochmal sagen, ob es euch lieber wäre, wenn ihr das Ganze auch bei Facebook finden würdet. Marina schreibt bezüglich der Videos, sie schaut auch erst, schneidet nebenbei schon und schaut dann nochmal beim Basteln. Danke, Marina. Finde ich super spannend. Ist für mich immer total interessant zu hören, wie ihr das letzten Endes wirklich für euch auch umsetzt. Okay, soweit ich das jetzt hier gesehen habe, habt ihr eigentlich keine Fragen mehr aktuell zur Schneeflocke. Ich habe notiert weiterhin den Wunsch, dass es nochmal eine Flockenvariante vielleicht auch ohne Beleuchtung gibt, die dann entsprechend, wie gesagt, auch schneller gemacht wäre. Dann würde ich sagen, switchen wir einmal zum Thema Kleber. Ich hole mir hier gerade mal einen Teil ran. Und ich würde sagen, wir sprechen zuerst über, über eine geänderte Empfehlung, sage ich jetzt mal freundlich. Beziehungsweise ich rate euch heute tatsächlich mal von was ab. Das tue ich normalerweise nie. Aber hier ist es leider nötig. Und zwar geht es um diesen hier, um den Golden Fix. Der Golden Fix Textilkleber war lange Jahre
Mein absoluter Lieblingskleber, das absolute Mittel der Wahl für mich, wenn es ums Kleben ging. Aber ich habe vor einiger Zeit schon von dem einen oder anderen gelesen, dass ihr Probleme damit hattet, dass der Kleber sich verfärbt. Habe ich bei meinen Bastelprojekten so nicht festgestellt, aber ich zeige euch jetzt mal was. Es liegt schon hier. Ich habe hier zwischen den Jahren ganz viel rumgeräumt, weggeräumt, aufgeräumt. Und dabei ist mir was in die Hände gefallen, was mir mal einfach so ganz und gar nicht gefällt. Und ja, weil es jahrelang mein Lieblingskleber war, will ich einfach auch ganz offiziell diese Empfehlung ändern, damit ihr alle wisst, benutze ich nicht mehr. Das hier ist ein Bilderrahmen und ich habe extra nachgeguckt, von wann mein Bilderrahmenprojekt ist. Dieses Bilderrahmenprojekt habe ich geklebt 2021. Das heißt, das ist jetzt ja 3 Jahre alt, wahrscheinlich nicht ganz. Und was ihr hier seht, ist, das war mal ein Bilderrahmen, weil man kann den bedauerlicherweise einfach komplett in seine Bestandteile zerlegen. Ihr seht einerseits die Verfärbung, das ist was bei vielen irgendwie aufgefallen war. Ich hole ihn noch mal ran, der Golden Fix war das, mit dem ich das geklebt habe. Hätte ich nur Verfärbung, würde ich damit wahrscheinlich tatsächlich am Ende sogar noch leben, weil ich mir dann denken würde, naja, wer sauber klebt, hat kein Problem. Aber die Tatsache, dass mein komplettes, liebevoll geklebtes Projekt jetzt hier einfach komplett sich auflöst, also ihr seht es, man kann wirklich hier jede einzelne Klebeverbindung einfach aufmachen, hat mich schockiert. Also ich war völlig fertig, als ich das irgendwie entdeckt habe, aber ich wollte euch das nicht in so einem Beisatz irgendwie hinknallen, sondern ich wollte es euch ordentlich zeigen. Deshalb wird bei mir der Golden Fix tatsächlich komplett verbannt. Ich weiß nicht, was die gemacht haben, ob die ihre Kleberformel verändert haben. Ich habe eigentlich fast so lange, wie ich plotte oder so lange, wie ich plotte, klebe ich mit diesem Kleber. Und das ist seit 2013. Das ist also schon eine lange Zeit eigentlich. Und ich habe damit nie Probleme gehabt bis jetzt. Und die sind so verheerend, dass ich den einfach komplett aussortiere. Man sieht dem jetzt hier an der Flasche oben auch schon an, dass der hier nicht mehr richtig weiß ist, sondern dass der hier schon gelb wird. Der altert einfach auf diese Art und Weise. Aber ich hatte früher mit meinen Projekten niemals vergleichbare Probleme wie hier. Also lange Rede, kurzer Sinn. Für mich ist der Golden Fix komplett raus. Und ich wollte euch das einfach in aller Deutlichkeit sagen, weil ich den so lange empfohlen habe und weil ich ihn wirklich auch aus Überzeugung immer gerne verwendet habe. Als bei den ersten diese Probleme mit der Verfärbung aufgetaucht sind, habe ich auch versucht, mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen und irgendwie abzuklären, was da los ist. Ich habe da aber nie eine vernünftige Antwort bekommen und habe damals schon mich auf die Suche gemacht nach einer Alternative. Und die Alternative, die zeige ich euch auf jeden Fall auch, damit ihr einmal wisst, womit ich jetzt immer Papier klebe. Damit einfach einmal ganz klar ist, was ihr stattdessen benutzen könnt. Und zwar würde ich euch da raten, wir räumen mal das, was hässlich geworden ist, weg, würde ich euch hier tatsächlich zum Ponal Classic raten. Ich bin nicht von Ponal gesponsert, ich habe den selbst gekauft. Ich habe damals einfach lange gesucht und recherchiert, nach einer Alternative gesucht. Und ganz wichtig, Ponal ist eigentlich ein Holzleim, dieser Golden Fix ist eigentlich ein Textilkleber. Man kann mit diesem Holzleim aber hervorragend Papier kleben. Ich benutze den jetzt schon seit einer ganzen Weile. Für alle meine Papierprojekte funktioniert prima. Ich habe da nur eine Bitte, nehmt wirklich den Classic. Warum? Weil ihr sonst eventuell dasselbe Problem mit den Verfärbungen bekommt. Weiß ich deshalb, weil mein Papa, der ist kein Papierbastler, aber der macht ganz viel mit Holz, den Ponal Fix und Fest zum Beispiel schon verwendet hat. Also es gibt auch von Ponal Express Varianten, schnell haftende Varianten. Und der hat sich auch schon grün und blau geärgert, weil ihm einfach seine Arbeiten, an denen er wirklich lange gearbeitet hat, gelb geworden sind, bis braun. Und das ist dann eben auch doof. Und bei dem Ponal Classic steht einfach explizit dabei, dass er nicht verfärbt. Das ist der Grund, warum ich mich für die Classic-Variante entschieden habe. Und bei Papier ist es auch wirklich so, ihr tragt den einfach relativ dünn auf, drückt den richtig fest, der braucht einfach ein bisschen Druck und dann haftet er auch sofort. Also es ist nicht so, dass ich jetzt den Holzleim, so wie man sich das vielleicht vorstellt, irgendwie groß festhalten muss, bis die Klebeverbindung anzieht. Der haftet wirklich, wirklich schnell. Das heißt, Ponal Classic deutlich preiswerter als der Golden Fix und ich klebe damit alles Mögliche. Und ich habe hier, wie schwer ist die Flasche? 550 Gramm. Das ist meine zweite von der Sorte und von der habe ich auch schon wieder gut was aufgebraucht. Ich benutze die natürlich nicht in dieser riesen Tube, sondern ich fülle mir den Ponal dann einfach um. Entweder einmal, das müssten glaube ich 50 Milliliter sein, in so eine komplett Plastikflasche. Die habe ich sehr lange, sehr gerne benutzt, die benutze ich auch immer noch. Die hat aber hier oben eine etwas breitere Öffnung
Und jetzt in jüngster Vergangenheit benutze ich da alternativ ganz gerne auch noch hier diese kleinen Plastikflaschen. Die sind einfach noch ein bisschen handlicher und haben hier oben einmal so eine Spitze drauf, die mich ehrlich gesagt an einen Minenbleistift erinnert. Damit kann man einfach sehr fein und sehr gezielt dosieren. Und es ist besonders praktisch, wenn man irgendwo noch mal so zwischen zwei Papierlagen so am Rand dazwischen will, um da noch so einen kleinen Klebepunkt dazwischen zu machen. Dafür sind diese Tuben super toll. Was man bei den Tuben mit der Metallspitze aber beachten muss, ist, dass die sich gerne auch mal zusetzen in der Metallspitze, dann einfach wieder mit einer Nadel aufstechen und vor allem einen Fehler nicht machen, lasst die bitte nicht länger offen stehen. Ich habe das bei mir jetzt gemerkt, als ich das Anleitungsvideo für die Schneeflocke aufgenommen habe, und dann mache ich das ja immer so, dass ich ein Stück bastel und dann arbeite ich erstmal an dem Video und dann bastel ich wieder, und wenn die halt zwischendrin eine Stunde irgendwie offen dasteht, dann muss man das hier oben wieder aufpieken. Ist aber auch kein großes Problem. Interessanterweise ist dieser Ponal nämlich sehr gut eigentlich mit Holz verdünnbar, wieder anlösbar. Und falls ihr doch mal eine Flasche habt, die wirklich einfach sich komplett zusetzen sollte, kann man auch immer die Kappe runternehmen und kann mit warmem Wasser sehr gut diesen Holzleim auch anlösen oder auflösen. Das ist eigentlich ganz prima. Also neuer Papierkleber der Wahl, eigentlich schon seit einer Weile der Ponal. Einfach weil ich mich schon umgeguckt habe, als die Probleme bei den ersten Anwendern aufgetaucht sind. Den benutze ich jetzt schon eine ganze Zeit, damit bin ich super gefahren. Ich wollte euch trotzdem das mit dem Golden Fix unbedingt zeigen, weil ich, wie gesagt, selbst vom Glauben abgefallen bin, als ich das Ganze hier, hier zwischen den Jahren habe ich aufgeräumt, als mir das in die Hände gefallen ist, habe ich gedacht, oh mein Gott, allerhöchste Zeit, dass ich euch das nochmal zeige. So, das ist das eine zum Thema Kleber. Dann habe ich zum Thema Kleber bei dem Arbeiten an der Schneeflocke noch was anderes aufgetan. Das würde ich euch auch ganz gerne noch zeigen. Und zwar hole ich dafür die Flocke auch gerade nochmal. Und dann können wir uns das nämlich hier gleich nochmal gemeinsam anschauen. Bei meinen Projekten, bei den 3D-Papierprojekten, das ist nicht bei allen 3D-Papierprojekten, aber bei einigen 3D-Papierprojekten so, dass der Aufbau eigentlich immer eine Innenseite, also so eine Innenlage, eine Innenform und eine Außenseite vorsieht. Das heißt, am Ende klebt man hier außen nochmal was zum Abdecken der Klebelaschen und der ganzen inneren Teile auf. Ich kann versuchen, das hier an meinen Prototypen nochmal zu zeigen, wie das Ganze ohne Außenseite aussieht, und hoffe, dass ihr das hier sehen könnt. Nicht wundern, es ist der Prototyp, ignoriert, dass hier irgendwo Klebeteile wieder runtergerissen wurden. Aber hier könnt ihr zumindest, denke ich, die Klebelaschen ungefähr erkennen. Und damit man diese ganzen Klebelaschen nicht mehr sieht, wird hier am Ende von außen nochmal eine Außenform aufgeklebt. Und diese Außenformen schön glatt drauf zu kriegen, ist auch immer so ein bisschen eine Aufgabe für sich. Und ich habe dafür schon Verschiedenes benutzt. Man kann das natürlich auch mit dem Ponal oder mit dem Papierkleber der Wahl machen. Aber mir geht es dann manchmal so, bis ich hier wirklich überall den Kleber aufgetragen habe, dann zieht die erste Ecke schon wieder an, bis ich bei der letzten Ecke angekommen bin. Deshalb habe ich zwischenzeitlich ganz gerne mit Sprühkleber hantiert, weil ich da große Flächen auf einmal ansprühen kann. Den Sprühkleber muss man aber auch beschweren und trocknen lassen. Und ich habe jetzt gerade bei meinen Arbeiten an der Schneeflocke, deshalb sieht die auch so wüst aus hier auf der Außenseite, auch mit Sprühkleber gearbeitet und habe mich da einfach geärgert, weil es erst super gut aussah und nach 3 Tagen die Teile, die ich mit Sprühkleber behandelt habe, da irgendwie wieder runtergekommen sind. Dann hatte ich aber schon einzelne Spitzen mit Holzleim angeklebt. Die Spitzen haben sich dann nicht wieder richtig abziehen lassen, also es war ein ziemlicher Kampf. Und deshalb habe ich mich da nochmal umgeguckt und habe nach einer Klebealternative gesucht und bin letzten Endes gelandet bei doppelseitig klebenden Klebebögen, die man in DIN A4 kaufen kann. Das habe ich früher nicht so gerne benutzt oder nicht benutzen wollen, weil ich immer dachte, jetzt hier diese Klebelage drauf fummeln und dann noch die Außenlage aufkleben, das ist ja alles irgendwie auch nervig und anstrengend. Aber es gibt dafür eine pragmatische, einfache Lösung, nämlich man klebt die Klebelage nicht einzeln auf, sondern man klebt das Ganze hier gemeinsam auf. Das heißt, ich habe hier bei dem Glitterkarton, den ich aufgeklebt habe, erstmal auf der kompletten Rückseite von dem Glitterkarton einfach einen DIN A4-Bogen doppelseitig klebende Klebefolie aufgebracht und habe dann den Glitterkarton mit der Klebefolie auf der Rückseite im Ganzen auf die Schneidematte gepackt und geschnitten. Das heißt, ich habe einfach mir quasi selbst klebenden Glitterkarton hergestellt, den ich dann hier Teil für Teil auf meine Flocke aufgeklebt habe. Das ist eine Variante, die mir persönlich ganz gut gefallen hat. Ich habe tatsächlich diese doppelseitige Klebefolie dann auch hier auf der Rückseite verwendet für den Tonkarton. Da bin ich genauso vorgegangen. Das heißt, ich habe einfach ein komplettes Blatt von dieser doppelseitig klebenden Klebefolie auf ein komplettes Blatt DIN A4 aufgeklebt, habe das schön angerollt und habe das Ganze dann einmal
komplett zusammengeschnitten. Und dadurch habe ich eben klebrigen Tonkarton, von dem ich dann nur noch die Schutzlage abziehen muss auf der Rückseite. Und dann konnte ich hier Stück für Stück die Teile drauf puzzeln. Ich muss hier wieder dazu sagen, dass ich zu diesem doppelseitigen Klebematerial noch keine Langzeiterfahrung habe. Was ich jetzt sehe, sieht gut aus. Hier ganz unten in der Ecke, weiß ich nicht, ob ihr das seht, da löst sich die Spitze so ein kleines bisschen an. Also da wäre mein Tipp, auch wenn sich das Ganze vom Material her sehr klebrig anfühlt, dass man nicht so blauäugig wie ich einfach auf die Klebefläche fasst, sondern dass man versucht, es entweder auch mit der Pinzette anzufassen oder es wirklich an den Rändern anzufassen, damit man möglichst wenig hier von dem eigenen Hautfett irgendwie auf der Rückseite von dieser Klebefolie hinterlässt. Ich gucke gerade mal tatsächlich, ob ich die Klebefolie vielleicht hier direkt liegen habe. Dann können wir auch einmal gemeinsam das zusammenbringen und mal Klebefolie auf Papier aufbringen. Das ist nämlich wirklich super einfach. Und mit der Klebefolie auf der Rückseite hat man dann wie Puzzleteile, die man hier einfach der Reihe nach aufpuzzeln kann. Eigentlich müsste die Klebefolie einmal hier so um die Ecke liegen. Wartet. Und wundert euch nicht, wenn es hier die ganze Zeit so komische Rollgeräusche macht. Ich sitze heute mal. Ich stehe sonst immer bei meinen Livestreams. Heute sitze ich mal und fahre hier mit meinem Bürostuhl durch die Gegend. Ich lese gerade den Kommentar von Marina, die schreibt so, sie macht das bei ihren filigranen Stanzteilen auch so, dass das Ganze dann viel einfacher zu verarbeiten sei. Marina, das freut mich sehr. Das heißt, du hast damit auch gute Erfahrungen schon gemacht. Okay, ich packe einmal hier die Schneeflocke zur Seite und ich glaube, ich hole tatsächlich auch einfach mal einen Glitterkarton ran. Bin aber noch unschlüssig, welchen. Diesen Glitterkarton von Haider, den gibt es übrigens in sehr, sehr schönen, unterschiedlichen Farben. Ich bringe die jetzt einfach der Reihe nach mal mit. Ich habe ganz viel davon. Ich bin ein kleiner Horter, wenn es um Bastelmaterial geht. Aber wie immer hatte ich von dem Weißen, den ich für die Flocke brauchte, nicht mehr genug. Also den gibt es wirklich in super, super schicken Farben. Leider ist dieser Glitterkarton von Haider nicht ganz günstig. Ich habe den früher immer komplett bei eBay bestellt. Ich habe euch aber auf meiner Materialübersichtsseite den Glitterkarton jetzt auch bei Kreativdiscount verlinkt, weil ich festgestellt habe, bei Kreativdiscount shoppe ich ja eigentlich sonst auch immer meine Großbögen, dass die den Glitterkarton von Haider inzwischen auch im Sortiment haben. Also da könnt ihr durchaus mal gucken, wenn ihr vielleicht sowieso demnächst wieder bei Kreativdiscount bestellt, könnt ihr euch da einfach auch einen Glitterkarton mitbestellen. Ich überlege tatsächlich gerade, wenn ich das spontan zusammenbekomme. Ich hatte hier eigentlich irgendwo noch ein Herz liegen. Eigentlich hätten wir einfach mal eine Glitterlage auf das Herz kleben können. Ich nur gerade mal gucken, wo ich das gelassen habe. Ob das hier zufällig noch unter meinem Stapel liegt. Vielleicht kennt ihr das auch. Hier ist es. Hier ist mein Schnörkelherz. Eigentlich könnten wir doch dem Schnörkelherz mal eine Glitterlage verpassen. Das hat hier sowieso auf der Rückseite so eine nicht mehr so schöne Seite. Ich glaube, genauso machen wir das jetzt auch einfach. Und was nehmen wir da jetzt? Nehmen wir da jetzt klassisch rot oder nehmen wir vielleicht sogar einfach rosa? Ich finde ja auch rosa gar nicht so schlecht. Jetzt werden wieder manche sagen, nee, rosa geht gar nicht. Ich glaube, wir nehmen mal rosa. Davon habe ich noch so ein bisschen was. Und ihr seht, es gibt da wirklich total hübsche Farben. Also wirklich auch hier dieses kräftige Pink. Ja, ich weiß, das mit der Kamera ist hier nicht so ganz perfekt farbecht wahrscheinlich. Ihr seht, meine Hand ist im Vergleich auch wahrscheinlich brauner als in Wirklichkeit. Aber ihr kriegt eine Idee. Es gibt da wirklich alle möglichen Facetten. Ich räume das nachher auch wieder schön weg. Ich lege es jetzt nur einfach einmal zur Seite. Dann können wir es einmal gemeinsam ausprobieren. Ja, Petra ist sogar für Rosé. Petra, das ist doch schon mal gut. Sehr gut. Blau fehlt noch, einen auch mit weg. So, und hier habe ich jetzt einmal meinen Bogen mit dem doppelseitig klebenden Material. Und da habe ich auch einen Tipp für euch hier beim Ablösen von dieser Trägerfolie. Ich mache da immer gar keine Wissenschaft draus. Das heißt, ich löse jetzt eine Seite einfach erstmal irgendwie an. Also ich gehe einfach mit der Pinzette hier zwischen rein und schaue, dass ich das getrennt bekomme. Und dann habe ich hier jetzt die klebrige Seite und das meinte ich mit, man toucht am besten nicht überall zu sehr auf die Klebefläche. Ich versuche das jetzt auf diese eine Ecke zu begrenzen und habe auf der anderen Seite das Trägermaterial von dieser doppelseitigen Klebefolie. Und dieses Trägermaterial lege ich mir einfach erstmal zur Seite, weil wie bei so Stickerbögen kann man da eventuell was zwischen aufbewahren. Also nochmal so ein klebriges Teil da drauflegen, ohne Gefahr zu laufen, dass es sich irgendwo anhaftet. So. Hier ist mein Glitterkarton, den drehe ich einmal um, sodass ich auf die Rückseite schaue. Dann versuche ich hier mal noch gerade dieses Haider
Schildchen abzumachen, weil an der Stelle ist das Ganze natürlich sonst unnötig dick. Wundert euch nicht, dass das so schlecht geht. Es ist eigentlich ganz gut, dass wir jetzt mal was von meinem schönen Glitterkarton verwenden, weil der wird einfach nur gehortet aktuell bei mir. Ihr wisst ja, haben ist besser als brauchen, deshalb habe ich einiges von diesem Glitterkarton. Andrea schreibt, sie benutzt Stickit-Klebefolie auch für ihre kleinen Standsteile. Okay, hat sich bei ihr bisher auch nie was gelöst. Das klingt doch schon mal sehr gut. Das stimmt mich zuversichtlich. Ich sage es euch nur immer gerne dazu, wenn ich bei irgendwas einfach noch keinen Langzeiterfahrungswert habe. Weil ich immer denke, dann wisst ihr wenigstens, worauf ihr euch einlasst. Also das Zeug klebt wie der Teufel, ihr habt es gemerkt. Ich war jetzt mit der ersten Ecke schon wieder zu schnell. Ich versuche immer an einer Ecke anzufangen und dann erstmal so ungefähr die eine Kante zu treffen, weil das wirklich eine geschlossene Klebefläche ist und ich versuche da keine Blasen irgendwo reinzubekommen. Das heißt, ich rolle das Ganze jetzt einmal auf der Rückseite von dem Glitterkarton fest. Und wenn man doch irgendwo eine Blase drin hat, dann versucht man die einfach von der Mitte zur Seite rauszurollen. So. Und damit habe ich jetzt einmal rosafarbenen Glitterkarton mit einer Kleberückseite. Und das werden wir jetzt einfach einmal in den Plotter einlegen. Ich muss mal gucken. Also bei der Juliette bin ich ganz sicher, dass die das easy schneidet. Mit der habe ich das Ganze nämlich hier für meine Flocke auch geschnitten. Aber wir schneiden jetzt einfach mal eine Seite mit der Juliette und dann, wenn wir ganz mutig sind, können wir auch mal gucken, vielleicht noch, wie man das mit Silhouette geschnitten bekommt. So, jetzt wird es wieder spannend. Jetzt brauchen wir nämlich eine andere Kamera. Mal gucken, ob das funktioniert. Haha, also wir sehen zumindest schon mal die Juliette. Das hat in Grundzügen funktioniert. Wartet mal. Wir zoomen mal ein bisschen aus, dann seht ihr auch gleich, was ich jetzt hier nebendran hier mit der Matte noch mache. Ich muss hier einmal eine Matte wegräumen. Für die auch Juliette-Besitzer, wundert euch bitte nicht. Ich arbeite heute mal mit einer Nicht-Original-Matte. Hat den Hintergrund oder Hintergedanken, dass die Original-Juliette-Matten weiß sind und dass ich das gar nicht so praktisch finde, weil ich so viel immer aus weißem Material plotte. Und wenn die Matte weiß ist und das Material weiß, dann sieht man Materialreste sehr schlecht. Und deshalb habe ich mir hier mal eine durchsichtige No-Name-Matte gegönnt. Normalerweise baue ich meine Matten ja selbst. Aber vor Weihnachten war da einfach ein bisschen viel zu tun und da dachte ich, das gönne ich mir mal. Ich probiere mal mein Glück mit einer No-Name-Matte und bisher ist die auch super. So, ich spanne das Ganze einmal ein, mache hier noch einmal ein bisschen sauber. Und dann packe ich einmal das Material auf die Matte. Das seht ihr jetzt nicht, aber ich stelle es euch gleich noch mal so ein, dass ihr es seht. Können wir einmal die Kamera vielleicht einfach ein bisschen schwenken. Ich probiere das mal. Haha, ihr seht noch einen Stern. Die Ecke von einem Stern. Das heißt, ihr seht, da hinten sind die Sterne noch nicht abgeräumt. Aber ich wollte eigentlich auch nur, dass ihr einmal seht, dass ich ganz gern hier das Material auch noch mal anrolle. Weil auch die Rückseite, also diese Schutzfolie von der doppelseitigen Klebefolie, ja, eine relativ glatte Oberfläche hat und es dann ganz praktisch ist, wenn man das Ganze einfach noch mal so ein kleines bisschen anstreicht und befestigt. So, jetzt würde ich doch sagen, komme ich einfach noch mal ganz kurz zu euch zurück. So, dann könnt ihr meinem ahnungslosen Gucken zuschauen, während ich versuche, die passende Datei auf die Schnelle zu finden und die hier einmal in Leonardo zu ziehen. Dann können wir auch, wenn ihr mögt, einmal gemeinsam ganz kurz in die Software gucken, wie ich den Auftrag da sende. Das ist ja für einige auch immer noch interessant. Muss ich nur ganz kurz einmal hier in meinem Projektordner suchen und hoffentlich schnell fündig werden, damit wir die passende Form schneiden. So ist es immer mit den spontanen Eingebungen, ne? Wenn man sich im Stream erst überlegt, dass man jetzt hier einmal diese Form bekleben will. Ich muss gerade überlegen, die Deckseiten sind, glaube ich, kleiner. Ich ziehe mal beides, ja, ich ziehe mal beides hier rein. Okay, gut. Dann, nächster spannender Versuch, bin ich auch gespannt, ob das jetzt auf Anhieb funktioniert. Wartet. Wäre, dass ich euch einmal auf den Bildschirm lege. Das hat schon mal nicht geklappt, wartet. Macht aber nichts. Ihr seid ja Gott sei Dank immer sehr geduldig mit mir. Und
Ich versuche das jetzt einfach einmal hinzubekommen. Wartet. Zack. Das hat jetzt geklappt, hoffe ich. Ihr könnt bitte mal ganz kurz schreiben, ob ihr hier jetzt tatsächlich auch den Bildschirm angezeigt bekommt. Jetzt müsstet ihr hier eigentlich Leonardo sehen. Und das hier sind nur die Deckseiten. Man sieht aber, ich hebe hier mal die Gruppierung auf. Ihr seht, die Deckseiten haben so ein bisschen eine andere Farbe. Und bei mir sind die Teile, die als Deckseite benannt sind, oft nochmal einfach so eine kleinere Seite für vorne drauf. Wartet. Ich ändere mal die Reihenfolge. Ganz nach hinten wäre hier jetzt eigentlich gut. Ja. Und dann kann man das, glaube ich, nämlich gleich ganz gut auch erkennen. Das heißt, ich muss jetzt hier in meinem Fall, ich will das komplett abdecken, einfach nochmal die ganze rote Außenseite quasi schneiden. Positioniert hatte ich das Ganze in der oberen linken Ecke und da lege ich jetzt meine Herzform auch einmal hin. Ich schneide das Ganze jetzt so, dass der Glitterkarton oben liegt. Ist jetzt einfach ein Versuch. Ich habe mir ehrlich gesagt nicht gemerkt, wie ich das damals geschnitten habe, aber wir gucken einfach mal rein. Wir wollen die aktuelle Mattenposition verwenden und er hätte jetzt drin eine Geschwindigkeit von 8 und einen Andruck von 90. Die Geschwindigkeit von 8 ist, glaube ich, gut. Der Andruck von 90 könnte reichen, könnte auch nicht reichen. Das werden wir jetzt einfach gleich mal ausprobieren. Das eine, was ich vorher allerdings mache, und das zeige ich euch vielleicht auch gerade nochmal, ist, dass ich mein Messer noch ein bisschen umstelle, weil das muss relativ weit rausschauen. Petra fragt gerade, ob es das Herz auch mit Beleuchtung geben wird. Nein, Petra, aktuell erstmal nicht. Vorläufig wird es dieses Herz nicht mit Beleuchtung geben. Wartet, wir schalten nochmal auf die Juliette um. Nee, eigentlich ist es noch schlauer. Moment. Noch schlauer ist eigentlich, ich schalte euch auf diese Kamera um. Und mache uns hier nochmal einen Moment auch ein bisschen mehr Licht. Und habe hier jetzt einmal das Juliette Messer in der Hand. Und bei dem Messer ist es ja bei den Caesar-Geräten eigentlich so, dass man grundsätzlich sagt, man stellt es so ein, dass es kreditkartendick hier unten rausschaut. Und das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen, aber ich kann sehen, dass es bei mir schon etwas mehr als kreditkartendick rausschaut. Und man braucht hier auch ein bisschen mehr Dicke, weil der Glitterkarton selbst eine gewisse Dicke hat und man auch durch diese Glitterfolie noch durch will. Durch die Klebefolie noch durch will. Ganz wichtig, auch wenn ihr sowas schneidet mit dem wie den Glitterkarton, erst recht in Kombination mit der Klebefolie, muss man das Messer danach einfach einmal auch sauber machen. Ich werde jetzt einfach das so probieren. Das ist Kategorie Versuch macht klug und wenn wir nicht durchkommen, schneiden wir einfach dann noch einen zweiten Durchgang. So, ich versuche nochmal genau euch auf die Juliette umzuschalten. Hier packe ich jetzt einfach nur mein Messer wieder zurück in die Werkzeughalterung. Schraube das einmal fest, habe meine Matte hier unten schon angelegt, habe hier einmal die lange Matte am Start und ich würde auch sagen, ich lasse euch einfach mal die Kamera auf dem Plotter offen und sende hier jetzt einfach mal den Auftrag und hoffe, dass es auf Anhieb funktioniert. Genau, ich habe es fast befürchtet, dass es nicht auf Anhieb funktioniert. Ich muss jetzt das Gerät nochmal frisch mit dem WLAN verbinden, das wird jetzt einen kleinen Moment dauern, deshalb mache ich jetzt einfach ganz frech eins. Ich hau euch jetzt hier mal eine Werbung rein. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber vielleicht funktioniert es. Und wenn alles funktioniert, bin ich in 30 Sekunden wieder zurück. Ich hoffe, ich bin wieder da. Ich hoffe, ihr hört mich. Für die, die keine Werbung gesehen haben, egal. Ja, naja, die Technik und so. Ich habe jetzt hier ganz kurz gekämpft. Ich habe einfach die WLAN-Daten nochmal neu eingegeben. Ob ihr Werbung seht, ob ihr keine Werbung seht, hängt auch davon ab, ob ihr vielleicht YouTube Premium habt, ob ihr kein YouTube Premium habt. Und ob irgendwie das alles funktioniert oder auch nicht funktioniert. Es wäre ganz spannend, ob wenigstens einer von euch Werbung gesehen hat. Wenn es einen gab mit Werbung, dann schreibt mal Werbung ja. Ansonsten scheine ich ja zumindest wieder da zu sein. Das ist ja schon mal ein Anfang. Und ich gucke jetzt einfach mal, ob das an den Plotter-Senden funktioniert. Ich hoffe es sehr. Wenn es funktioniert, müsst ihr jetzt gleich auch was tun. Achtung, jetzt wird es spannend. Ja! Ich glaube, das waren auch keine 30 Sekunden, das war mehr. Aber okay. Hauptsache, es läuft am Ende wieder. Ich bin da ganz entspannt und versöhnlich inzwischen gestimmt. Ich bin sehr gespannt, ob wir jetzt mit Geschwindigkeit 8, Andruck 90 mit einem Durchgang durchkommen. Wenn nicht, starten wir das Ganze einfach nochmal. So, ich gehe kurz spicken. Ich muss euch dann auch nochmal kurz umstellen, damit ihr das auch sehen könnt.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es schon reicht. Lasst mich nochmal hier probieren. Ich will es nur nicht rausmachen, bevor ich nicht sicher bin. Ja. Ja, ein ganz kleines bisschen mehr kann es noch vertragen. Das heißt, Achtung, ich drücke jetzt hier einfach nochmal auf Play und lasse ihn einfach nochmal drüber schneiden. Also ich hätte quasi noch ein kleines bisschen mutiger sein dürfen, was den Andruck angeht. Muss ich mir auch gleich dann eigentlich mal irgendwo hinschreiben, damit ich das nicht wieder vergesse. Das war jetzt 90 ein Durchgang. Wäre nachher nochmal spannend, mit der kleinen Form zu probieren, ob man mit 101 durchkommt. Wenn ich jetzt immer noch nicht durch bin, dann liegt es nicht an den Einstellungen genau vom Druck, sondern dann liegt es an der Klingentiefe. Jetzt bin ich durch. Ich hole das Teil einfach mal hier rüber. Wartet, einmal unter die andere Kamera. Yes, unter diese hier. Und dann können wir uns das einmal nämlich ganz kurz gemeinsam angucken. Immer das ganze Spiel kennt ihr, am besten die Matte biegen. Und hier seht ihr jetzt wirklich, habe ich alles durchgeschnitten. Also sowohl hier oben dran die Glitterfolie, als auch unten dran den Träger von dem doppelseitigen Klebematerial. Aber ihr seht hier noch nicht ganz an allen Stellen. Ist halt auch immer so ein bisschen die Frage, ist Geschmackssache, aber so kann ich das Ganze jetzt perfekt natürlich auf mein Herz aufkleben. Also damit können wir auf jeden Fall weitermachen. So. Ah, oh nein. Merkt ihr was? Ich merke es gerade. Ihr dürft einfach einmal herzlich über mich lachen. Ja, Unfälle im ersten Stream. Wem fällt es auf? Es passt nicht. Es ist einfach das falsche Herz. Ich lese gerade die Petra, ob ich mal eine Tabelle mache für die ganzen Materialien bei Siese. Das ist eine gute Frage, Petra. Ist eine sehr gute Frage. Eine Tabelle wahrscheinlich eher nicht, aber ich kann es euch bei den einzelnen Materialien gerne verlinken. So, Achtung, und jetzt kommen wir in den Bereich, wo es peinlich wird. Ich muss jetzt tatsächlich echt selbst in mich gehen, wie dieses Herz genau hieß, weil Herzen hatte ich natürlich schon viele in meinem Shop. Wartet, ich mache das jetzt ganz einfach. Ich suche jetzt selbst in meinem Shop. So geht es einem dann nämlich. Ich mache das ja auch schon eine Weile und ich war jetzt im Kopf bei geschwungenes Herz, aber ihr seht an der Form, das geschwungene Herz war es schon mal nicht. Das ist doch schon mal sehr gut, wenn das so losgeht, oder? Ich suche einfach nochmal schnell im Shop, da habe ich es nämlich schneller beieinander. Ich versuche die Dinger ja immer. Schnörkelherz. Schnörkelherz wäre es gewesen. Genau, danke Annette. Annette war schneller als ich. Schnörkelherz wäre es gewesen. Ich merke gerade, dass es eigentlich gar nicht so doof ist, dass wir heute per Zufall an einem Herz arbeiten, weil es steht ja schließlich auch der Valentinstag vor der Tür. Und nachdem ich sonst noch nichts großartig Herziges vorbereitet habe, weil ich jetzt ja zuletzt hier brav an meiner Flocke gearbeitet habe, passt ja quasi. Also es passt in die Jahreszeit, will ich damit sagen. Auch wenn mit Sicherheit nicht jeder von uns irgendwas für den Valentinstag plottet. Aber Herz passt jetzt dann quasi gar nicht so schlecht. Okay. Jetzt habe ich auch die passende Datei. So geht es. Ganz kleines bisschen peinlich ist mir das jetzt ja schon. Aber that's life. Das machen wir mal auf ganz entspannt. Dann haben wir auch gleich nochmal einen Grund, das Ganze nochmal zu senden und mal zu schauen, wie weit ich den Druck anheben muss, dass ich wirklich mit einem Durchgang richtig durchkomme. So, ich klebe jetzt, oder ich lege mein Material klebt noch. Ich lege das Ganze einfach nochmal einmal in den Plotter ein und zeige euch auch mal in der Software, das ist jetzt wieder eine Kleinigkeit, die ich persönlich in Siese eigentlich ganz cool finde. Können wir gerade nochmal in die Software switchen, wenn mir das auf die Schnelle gelingt. Sehen, ob ich das hinbekomme. Auch dafür, ich brauche Tasten dafür, dass das in Zukunft einfacher geht. Dass das in Zukunft wirklich schneller und einfacher mit dem Wechsel funktioniert. So, und zwar gehe ich jetzt hier nochmal zurück. Und ihr seht, ich habe jetzt hier diese erste Form, die ich geschnitten habe, immer noch auf der Matte liegen, auf der virtuellen Schneidematte. Und habe meine andere Form, die ich jetzt schneiden möchte, einfach hier unten drunter gelegt. Und was ich daran ganz nett finde, ist, dass ich jetzt einfach im Sendendialog gleich sagen kann, ich klicke jetzt nur die Form an, die ich auch wirklich senden will, dass wir hier nur markierte Objekte schneiden. Das geht in
Caesar finde ich so schnell wie in keiner der anderen Plotter-Software-Varianten, weil ich jetzt einfach hier weitergehen kann und er mir das genau an der Stelle einfach nochmal so schneiden wird. Wir waren jetzt vorher bei einem Andruck von 90, sind nicht ganz durchgekommen. Eigentlich würde ich sagen, hebt mal so um 10 vielleicht auf 100, aber ich bin jetzt mal ganz motiviert, weil wir haben 90 und 2 Durchgänge gemacht und nehmen mal 120. Im Andruck, Geschwindigkeit sind wir auch ein bisschen mutiger. Ich glaube, da funktioniert wahrscheinlich auch 10, das muss nicht 8 sein. Und dann sende ich das Ganze nochmal an den Plotter und schalte euch jetzt gerade nochmal zur Juliette auch um. Gucken, ob das geht. Ja, ich glaube, das hat geklappt. Und dann schicken wir das Ganze jetzt einfach nochmal und schauen, wie es ist. So, ich stehe schon bereit und prüfe das Ganze quasi einmal hier an der Matte. Bin aber auch mit den 120 wieder nicht durch alles durch. Der Glitterkarton selbst ist aber definitiv durchgeschnitten. Das heißt, ich könnte das jetzt durchaus so ablösen. Das heißt, ich belasse es hier auch bei einem Durchgang. Ich bringe die Matte einfach mit und zeige euch das nochmal, wie das Ergebnis jetzt aussieht. Wenn man noch stärker durch will, könnte man wahrscheinlich noch höher gehen, aber wir nennen das jetzt einfach mal gut für den Moment. Man sieht hier bei dem Glitter immer erstmal nicht viel, deshalb biege ich das an den Seiten immer relativ stark und hole mir das Ganze auch hier an der Ecke einfach hoch. Und dann sieht man schon, dass der Träger nicht durch ist, aber ich kann auch sehen, dass es wirklich im Trägerpapier sehr, sehr deutlich der Schnitt letzten Endes schon sichtbar ist. Das heißt, ich kann das jetzt durchaus von der Matte holen. Ob nämlich das Trägerpapier hier an irgendwelchen Ecken nicht so schön sich auslöst, ist mir relativ egal. So. Und hier haben wir halt den kompletten Teil auch noch innen. Und dann lösen wir gleich das Ganze einmal einfach ab und kleben das auf unser, wie war das jetzt, Schnörkelherz, richtig? Auf unser Schnörkelherz auf. Also hier seht ihr, hat sich jetzt hier schon diese Schutzfolie verabschiedet. Da ist es einfach noch nicht gut genug durchgeschnitten. Aber für den Zweck völlig wurscht, weil der Glitterkarton ist auf jeden Fall heil. Man kann da noch höher gehen, demnach mit dem Druck, oder wahrscheinlich würde es auch helfen, wenn ich die Klinge noch ein Müh weiter rausdrehen würde. Aber ich stelle auch immer nicht so gerne 5-mal an der Klinge rum. So passt das Ganze jetzt einmal hier drauf und wir drehen es einmal um und lösen uns jetzt hier diese Trägerfolie ab. Ich habe jetzt hier natürlich die Möglichkeit, ziemlich einfach unter diese Trägerfolie drunter zu kommen, weil ich hier schon diesen Anriss hatte. Wenn man das nicht hat, habe ich noch einen wichtigen Tipp für euch. Mir ist es am Anfang immer so gegangen, dass ich versucht habe, das Ganze an irgendwelchen Spitzen anzulösen. Davon würde ich euch aber eher abraten bei dem Arbeiten mit dieser Folie. Zieht wirklich lieber irgendwo hier an der Geraden das Ganze ab. Also versucht hier seitlich mit der Pinzette einmal reinzukommen, um das zu lösen. Weil wenn man an den Ecken arbeitet, dann passiert mir das gerne, dass man irgendwie dann doch auf der falschen Seite das Ganze quasi anlöst. Also nicht auf der Seite, auf der man es eigentlich lösen möchte, sondern auf der anderen Seite. Und das ist dann immer so ein bisschen unpraktisch. Hier seht ihr nochmal die hässliche Stelle. Weiß ich ehrlich gesagt selbst nicht, was ich da gemacht habe. Oder vielleicht seht ihr es auch nicht, weil es zu hell ist. Aber ich habe hier so einen dunklen Fleck drauf. Und den decken wir uns jetzt einfach einmal ab, indem wir hier die komplette Glitzerlage aufkleben. Jetzt selbst ein bisschen aufpassen, dass das, was ich vorhin gemeint habe, mit wenn die Formen zu groß sind, dann wird es schwierig, das alles schön zu positionieren. Ich fange bei sowas eigentlich immer gerne hier an solchen Ecken, Spitzen, irgendwelchen signifikanten Kanten an. Vielleicht hat da jemand auch noch den ultimativen Tipp für mich, der auch viel irgendwie mit so Zeug bastelt. Ich freue mich immer. Tipps gerne einfach reinhauen in die Kommentare. So, und das ist das, was ich sonst auch immer ein bisschen erzähle. Ich bin der typische Kandidat für, ich fuddel das nochmal irgendwie so ein bisschen schöner hin. Wenn man ganz vorsichtig ist, geht es. Wichtig ist nur, dass man es vorher nicht festdrückt. Weil wenn man das erstmal richtig festdrückt, habe ich schon auch das Gefühl, dass es dann auch sehr ordentlich hält. Das heißt, bevor ich da jetzt wirklich Druck drauf gebe, versuche ich nochmal so ein bisschen zu gucken, ob ich wirklich denke, dass es überall gut aussieht. Und dann drücken wir es einmal fest. So. Glitzer einmal erfolgreich montiert. Das finde ich jetzt tatsächlich auch wieder ganz schick. Ich glaube, so stelle ich mir das jetzt tatsächlich auch wieder hin.
Und das ist schon, also ich finde es sehr, sehr komfortabel mit diesen doppelseitigen Klebefolien, weil ich halt auch nichts sprühen muss. Ich muss nicht mit dem Sprühkleber hier drin irgendwo hantieren. Ja, schreibt gerne mal, was ihr davon haltet, ob sich der Versuch lohnt. Ich bin ganz positiv davon, ja, von dem Handling einfach überrascht und angetan. Ich habe das jahrelang nicht gemacht mit so doppelseitiger Klebefolie, aber irgendwie habe ich das jetzt hier gerade für mich entdeckt. Und jetzt wäre die spannende Frage, wenn wir irgendwie noch motiviert sind, wie spät ist es denn? Ja, wir sind noch motiviert. Wollen wir das Ganze jetzt vielleicht noch für Silhouette ausprobieren? Weil es würde mich sehr interessieren, was wir für Einstellungen brauchen, um bei Silhouette durchzukommen. Das wäre vielleicht noch ganz spannend. Okay. Ich lese gerade noch mal ganz kurz über eure Kommentare. Ich glaube, ich habe hier irgendwo einen Tipp übersehen. Wartet, ich scroll noch mal ganz kurz. Ah, danke. Marina schrieb, sie würde das Trägerpapier nicht komplett lösen, sondern erst nur ein Teil und dann nach und nach den Rest. Danke, Marina, sehr guter Tipp. Ist eigentlich smart, habe ich tatsächlich bei meiner Schneeflocke auch so gemacht und habe hier bei dem Herz einfach nicht so weit gedacht, weil es nicht so riesig ist. Aber hier hätte es sich auch angeboten, ne, dass man zum Beispiel vielleicht sagt, man knickt da einfach irgendwo das Trägerpapier nochmal und klebt nicht das ganze Teil in einem Rutsch, sondern klebt erstmal nur eine Ecke und klebt dann die andere Ecke. Das ist ein sehr guter Tipp, sehr gut. Okay, ich hole jetzt erst einmal ganz kurz das Messer von der Juliette noch mal ran und wir machen ganz kurz gemeinsam sauber, damit wir quasi das Thema Juliette abgearbeitet haben und es nicht vergessen, wirklich quasi den Glitter auch einmal wegzuschaffen, weil ihr werdet schon sehen, dass es so ein bisschen eingeklittert auf jeden Fall ist. Ich hole hier einmal das Messer wirklich in die Nähe und ich weiß nicht, ob ihr es hier von oben schon sehen könnt, aber auf jeden Fall sitzt hier Glitter in der Öffnung von dem Messer und dann muss man das wirklich einfach einmal aufmachen. Einmal aufschrauben. Diese Kombination aus Glitter und Kleber, da ist es immer ganz geschickt, wenn man das wirklich dann direkt sauber macht. Ich puste dieses Röhrchen jetzt einfach einmal durch. Also hier, ne, oben reinpusten, dass unten der Dreck einmal rausgeblasen wird. Und dann kann man hier auch die Klinge nochmal rausnehmen und einfach gucken, dass man da so ein bisschen, lieber glitzer ich, als dass ich nachher den Glitzer überall in meinem Messer stecken habe. Das hat man aber bei dem Glitterkarton eigentlich fast zwangsläufig, dass man da hinterher so ein bisschen sauber machen muss. So, und dann stelle ich das Messer auch wieder grob ein, einfach, dass es wieder einsatzbereit ist, wenn ich das nächste Mal was schneiden möchte, dass es dann direkt losgehen kann. So. Und setze das Ganze auch in die Juliette wieder ein. So. Und dann können wir einfach vielleicht auch die Rückseite vom Herz noch glitzerig machen, vorausgesetzt es gelingt uns, mit der Cameo hier durchzuschneiden. Aber wir werden es auf jeden Fall probieren. Ich hole uns gerade einmal das Messer ran. Können wir auch einmal auf die Tiefeneinstellung quasi drauf gucken. Ich bin ja so ein Verfechter von dem CB09. Ich benutze hier auch wieder das CB09. Das ist hier tatsächlich, das ist wieder schwer für euch einzufangen, aber es ist schon für meine Verhältnisse ziemlich weit rausgedreht, weil ich hier zuletzt die Glitzer-Tapete geschnitten habe, die ich euch auch gleich noch zeigen will. Das heißt, ich denke, mit der tiefen Einstellung kann ich hier beim Messer auf jeden Fall arbeiten. Und dann suche ich mir hier nochmal eine Lage Glitzerkarton raus und wir bekleben den einfach rückseitig mit noch einer Lage von dem doppelseitigen Klebematerial. Ich schaue mal, ob das die gleiche Farbe tatsächlich ist. Ja, weil das so viele Abstufungen hat. Brauchen wir eins davon. Und brauchen auch eins hiervon. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das mit der Cameo hinhaut. Aber das wäre sicher für den einen oder anderen von euch ja auch interessant, weil ich weiß, so sehr ich auch von der Juliette begeistert bin, dass natürlich die wenigsten von euch jetzt aktuell mit einem Caesar-Plotter plotten. So schön, dass ihr so liebe Zuschauer seid. Jetzt bin ich wieder einigermaßen entspannt. Ich war so nervös am Anfang. Ich weiß gar nicht warum. Wenn ihr auf Live gehen klickt, hat man spontan Adrenalin. Und Puls direkt auch. Richtig Puls. Türkis. Ja, Türkis wäre eigentlich auch eine schöne Idee, Petra. Sollen wir jetzt... Oder ist das noch ein alter Kommentar und vom Hochscrollen? Nee, ne? Petra ist frisch? Ja, lieber Türkis. Ich weiß jetzt gerade nicht so richtig. Ich finde das Rosa auch ganz schick. Okay. Petra verzeiht mir.
Türkis wäre cool. Also gut, Marina ist auch für Türkis. Wenn ihr schon dabei seid, dann seid ihr auch dabei, ne? Dann machen wir das auch richtig. Alicia ist für rosa. So, als nächstes brauchen wir jetzt eine Abstimmungsfunktion. Dieses Türkis, es wirkt jetzt unter der Kamera grüner, als es ist. Ich habe hier eins, das noch grüner ist, aber da finde ich persönlich das etwas blauere Türkis schöner. Ah, nein, nein, findet den Fehler. Habe ich nicht gerade noch gesagt, die Aufregung ist vorbei? Ich habe gerade einfach den Glitterkarton, den ich zur Seite gelegt habe, vergesst es, zur Seite gelegt habe, auf meine doppelseitige Klebefolie gelegt. Damit ist auch beschlossen, dass es jetzt definitiv Türkis wird. So einfach kann man Dinge auch entscheiden. Mein Gott. Also, man merkt hier die Null-Routine und jetzt müssen wir gleich mal auch noch so ein bisschen gemeinsam troubleshooten. Jetzt könnt ihr mich mal richtig auslachen. So doofe Sachen passieren mir ja wirklich selten, aber manchmal dann halt doch. Und bevorzugt dann live. Ich schneide jetzt erstmal hier außen rum. Erster Stream, in dem ich eine Schere benutze, glaube ich. Hier außenrum die überstehende doppelseitige Klebefolie weg. Die nächste spannende Aufgabe wird die akkurate Positionierung des Schnitts, weil wir wollen ja da jetzt trotzdem noch ein komplettes Herz drauf kriegen. Manchmal, Leute, ne? Manchmal. Wenn es läuft, dann läuft's. Völlig bescheuert. Ich hoffe, euch tut es einfach gut. Ihr dürft jetzt gerne einmal herzlich über mich lachen und dürft euch denken, siehst du, was die da wieder für einen Quatsch produziert. Und nein, es war keine Absicht. Es war definitiv keine Absicht. So, gut. Wir räumen einmal auf. Hier ist es wieder gut, dass ich diesen Bogen noch habe. Da klebt man das alles hin. Und das, was ich hier wieder hochgezogen habe, ist natürlich jetzt auch nicht so gut, die Ecke da. Das heißt, wir müssen unser Herz irgendwo hier positionieren. Ich lasse mir das jetzt einmal ganz kurz hier liegen. Mache mir nochmal Silhouette auf. Die Reste könnte ich hinten noch anpassen. Ja, eigentlich gar nicht doof, ne? Ich könnte die Reste da hinten noch draufkleben. Das ist nicht nur gar nicht doof, das ist super schlau. Das machen wir jetzt noch ganz kurz. Ihr habt ja Geduld mit mir, ne? Dann können wir nämlich wenigstens hier oben so eine Art gerade Kante herstellen. Dann kann ich nämlich wenigstens hier das kompletten oberen Teil von dem Glitzerbogen auch wirklich benutzen. So. Puzzeln, genau, puzzeln. Auch mal was anderes. Also so war das nicht geplant, aber das macht ja nichts. So ist es halt. So sind halt nun mal Livestreams. Wir machen sowas jetzt öfter, weil nach dem Livestream heute behaupte ich jetzt, im nächsten kann ja nicht mehr so viel schief gehen, aber eigentlich ist es ja, wenn man sowas behauptet, schon vorprogrammiert, dass 100% das nächste große dämliche Ding passiert. So. Das ist nicht so perfekt gepuzzelt. Könnt ihr jetzt gleich auf die Entfernung nochmal den Härtetest für dieses Material auch sehen, was man damit machen kann und was man damit nicht machen kann. So. Jetzt schneiden wir die Ecken noch ab und dann habe ich wenigstens den ganzen oberen Bereich wirklich komplett klebrig. Zack. Ich rolle das noch einmal gut fest. Und nehme jetzt hier dann diese obere Ecke quasi, da kommt das Herz hin. Jetzt muss ich auch noch aufpassen, das nächste Blöde, was mir jetzt noch passieren könnte, ist, dass ich das versehentlich falsch rumschneide. Deshalb lege ich mir mein Herz gerade mal noch mit her und drehe das Ganze einmal um, damit ich sehen kann, wie rum ich das Ganze auch in der Software brauche. Und dann ziehe ich mir gerade erstmal die Formen einmal hier in Silhouette rein. Dann können wir gemeinsam auch nochmal in Silhouette schauen, dass das stimmt, was ich da mache. Ich überlege gerade noch, wo ich das günstigerweise hinlege. Irgendwo hier so mitten rein. Mache ich euch nochmal die Kamera auf, ne? Weil ihr seht jetzt nämlich gerade noch, dass ihr nichts seht. Muss ich euch einmal den Bildschirm noch wechseln. So. Also ich habe jetzt hier einmal das Herz liegen und versucht, mich hier zu orientieren, dass es auf jeden Fall die richtige Seite ist. Dann packe ich hier einmal meinen nur so halb schön beklebten Glitterkarton auf meine Matte. Zeige ich euch auch gleich. Ich habe euch jetzt wieder nicht umgeschaltet, ne? Das mache ich aber gleich noch.
Hier wäre die Hälfte. So. So. Dann gucken wir mal, ob auch die wievielte Kamera das jetzt auch sein mag, die wir da heute benutzen, ob das funktioniert. Schalten wir mal auf die Cameo-Kamera. Ja, ihr seht zumindest schon mal die Cameo, aber ihr seht noch nicht den Bereich, wo mein Material liegt. Der wäre hier. Und hier habe ich das Ganze jetzt einmal hier im unteren Bereich aufgeklebt und muss mir das jetzt in der Software auch gleich noch an die richtige Stelle ziehen. Aber vorher rollen wir jetzt hier noch einmal schön fest und switchen gerade noch mal zusammen in die Software. Und ich habe mich quasi an der 12 Zoll Marke orientiert. Ich muss mir das einmal ein bisschen größer machen, dass ich das schöner sehen kann. Weil wir hier Mattenzahlen drauf haben, unterhalb von 12 Zoll, also ungefähr hierhin. Dann gehen wir zum Senden und ihr seht, hier ist noch meine letzte modifizierte Einstellung drin. Druck fast maximal. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir das hier auch gebrauchen können. Die Geschwindigkeit kann ich, glaube ich, auch mit gutem Gewissen auf 10 hochdrehen. Ich gehe jetzt hier wirklich einfach mal mit dem Druck ganz hoch auf 33 und gebe dem mal 2 Durchgänge mit Geschwindigkeit 10 und wir gucken einfach, was passiert. Dafür stelle ich euch jetzt gerade erst wieder einmal um, damit ihr seht, was die Cameo tut. Und dann würde ich sagen, ne, Abfahrt, sind wir einfach mal mutig. Es kann ja, nach dem, was heute schon schief gegangen ist, kann ja so viel mehr eigentlich nicht schief gehen. Das ist jetzt maximale Geschwindigkeit, ne, bei der Cameo. Bei der Juliette vorher haben wir noch nicht die maximale Geschwindigkeit benutzt. Ich finde den Vergleich immer so spannend. Richtig rum spiegeln, schrieb die Petra. Nee, ich glaube, es ist richtig, aber wir werden es gleich sehen. Vielleicht habe ich auch falsch geguckt. Ich bin jetzt nur erst mal gespannt, ob wir wirklich durchkommen. Ja, genau, Heike schreibt schon, jetzt habe ich auch 2 Schutzfolien zum Abziehen. Jetzt ist es gleich geteilt. Und die Petra fragt nach der Grammatur von dem Glitzerkarton. Petra, das gucke ich ganz kurz nach, damit ich nichts Falsches sage. Warte. Der ist relativ dick. Das heißt, warte, ich gucke es hier wirklich nach. Der ist relativ dick. Ich nehme das Ganze jetzt aktuell noch nicht raus aus der Matte. Wartet, ich fahre euch die Kamera wieder rum. Das muss ich auch noch üben. Tschuh. Also ich lasse jetzt hier ganz bewusst die Matte mal noch im Gerät und versuche mir das nur von der Seite anzuschauen, weil ich nicht glaube, dass wir schon wirklich durch sind. Nee, sind wir auch nicht. Das heißt, ich starte das Ganze jetzt einfach nochmal und wir fahren da einfach nochmal drüber. Das ist nämlich das Schöne, wenn man die Matte nicht auswirft, kann man den Vorgang einfach nochmal neu anstoßen. So, und ich gucke so lang, Petra, nochmal, was der Glitterkarton macht in der Grammatur. 200 Gramm lese ich jetzt hier. Aber man muss wirklich vom Gefühl her den schon mit mindestens dem schneiden, was man dem Tonkarton auch gibt. Der ist durch die Glitterbeschichtung, ist der gefühlt schon eine Kante dicker. Wir können das eigentlich auch gleich mal nachmessen. Wir verifizieren das einfach gleich mal, wenn mein Messschieber mitmacht. Ich lege den Messschieber schon mal bereit, dann können wir das gleich einfach nochmal nachmessen. Dann wissen wir es ein bisschen genauer. Weil das eine ist ja immer die Grammatur und das andere ist, wie dick ist das Material dann am Ende wirklich. So, dann fahren wir hier quasi wieder mit. Jetzt kann man, glaube ich, sogar auf der Kamera schon so ein bisschen die Herzform auch erahnen. Und ich löse es wieder von der Seite an. Ah ja, ja. Also hier bin ich jetzt auch so durch, dass ich es auf jeden Fall runternehmen kann, denke ich. Zumindest merke ich hier schon, dass wir hier eigentlich an der Seite ganz gut durch sind. Ich kann jetzt einfach auch mal einen Blick auf meine Matte werfen. Wenn ich sage, das sieht alles noch unkritisch aus und das tut es, kann man ja auch immer, wenn man ganz safe sein will, noch einen Durchgang starten. Wir sind jetzt ja heute hier nicht auf der Flucht. Stelle ich euch wieder hoch zum Plotter und schalte es nochmal an. Ich will einfach nur einmal sehen, ob ich wirklich den Träger ganz durchbekomme. Das interessiert mich hier gerade. Guten Abend, Antonia. Hallo. Schön, dass du reinschaust. Ich lese gerade, wer hat hier geschrieben, die Maren? Ach komm, bist halt schlecht mit Schere, deshalb brauchst du die Plotter. Ja, so ist es, Maren. Warum soll ich gut an der Schere sein? Ich habe jetzt seit mehr als 10 Jahren einen Plotter. Alles, was ich an filigranen Schnitten brauche, macht der Plotter für mich. Irgendwo am Rand abschneiden kriege ich gerade noch hin. Aber filigrane Schnitte, da bin ich raus. Dafür habe ich Geräte.
Also das waren dann jetzt insgesamt übrigens 6 Durchgänge. Das muss es dann jetzt auch gewesen sein. Wir holen das jetzt auf jeden Fall raus und gucken einfach, wie es ausschaut. So. Und zum Gucken, wie es ausschaut, switchen wir wieder hier einmal auf die andere Kamera. Und hier sieht man schon jetzt die X Durchgänge. Es ist hier so ein kleines bisschen von diesem Papier, das ich hier am Rand sehe. Und ich bin auch immer noch nicht durch den ganzen Träger durch, aber ich werde es auf jeden Fall verwenden können. So, also ihr seht hoffentlich, was ich meine, nämlich dass es hier nicht überall perfekt durchgeschnitten ist, aber ich löse es jetzt hier wieder ab. Das ist die eine untere Ecke, die will noch so gar nicht. Gar nicht so, wie ich will. So wie ich hier diese feinen Schnitte habe, sieht es für mich auch so aus, als hätte der jetzt nicht alle 6 Schnitte ganz präzise an derselben Stelle durchgeführt. Sonst würde es ein bisschen sauberer aussehen. Aber es ist durch. Und man lernt ja auch immer noch was dazu. Ich werde jetzt gleich mal versuchen, den Tipp, der hier reingeflattert ist, zu beherzigen. Wartet. Wir können einmal eine Sache direkt erst noch machen, nämlich einmal nachmessen, weil mich das jetzt auch gerade interessiert. Das ist jetzt noch auf Inch eingestellt, stellen wir mal auf Millimeter. Das hier ist ein Blatt A4 von meinem Standard-Tonkarton, 220 Gramm. Und hier messe ich 0,2 Millimeter in der Dicke. Und jetzt messen wir einfach mal, jetzt haben wir natürlich das Trägerpapier hinten noch mit dran. Wartet, ich löse das mal an eine Ecke an. Also dieses Gefutzel hier gefällt mir gar nicht, aber das kommt jetzt durch die X-Schnitts zustande. Und das heißt, dass mein Plotter das nicht perfekt transportiert hat. Also es ist jetzt eigentlich eher ein Mattenthema als ein Materialthema. Aber es ist in Summe schon dick. Wir messen es erstmal mit und dann mache ich euch mal die Folie hinten dran runter und wir messen es mal ohne Trägerfolie. Guck mal, und dann versteht man aber auch, warum der so gekämpft hat. Könnt ihr das sehen? Mit der Trägerfolie unten dran sind es jetzt 0,5 mm in der Dicke. Für den Glitterkarton mit der doppelseitigen Klebefolie, mit der Schutzfolie noch hinten dran 0,5, 0,4. Wenn ich stark drücke, sind es 0,4. Aber demnach ist es in Summe doppelt so viel wie der Tonkarton. Also da kann man dann schon auch verstehen, dass der ein bisschen Druck und ein paar mehr Anläufe braucht als bei dem normalen Tonkarton. So, jetzt nehmen wir einfach hier die Schutzfolie mal runter. Ich mache das jetzt einfach ganz stumpf. Ich messe jetzt hier nochmal auf die Klebefläche, weil mich total interessiert, wenn mein Messschieber mitmacht. Es wird mal Zeit, glaube ich, für einen neuen. Mal einer schreiben, ob er die ultimative Empfehlung hat und es soll bitte ein kleiner, zierlicher Messschieber sein, keine so ein Riesenteil. Und digital bitte. Ja, also hier bin ich jetzt ohne die Klebeschicht hinten dran auch schon eher wirklich bei den 0,4 und nicht bei den 0,5. So ein bisschen Unterschied macht es schon. Und jetzt messen wir dann auch gleich noch, damit wir das auch wissen, einmal den Glitterkarton ohne Klebeschicht hinten dran. Das interessiert mich nämlich jetzt auch. So, und dann sind wir nur ohne Klebeschicht, Glitterkarton ohne alles sind 0,3. Jetzt rutscht er dann doch noch auf die 0,2, aber man merkt schon einen Unterschied. Also der ist schon dicker, einfach durch diese Glitterschicht. Er ist in sich nicht fester, aber er ist einfach dicker durch die Glitterlage oben drauf. So, und vor lauter Gerede will ich jetzt eins nicht vergessen, nämlich wir wollen jetzt einmal nicht die komplette Schutzfolie abziehen, sondern nur einen Teil. Und jetzt falte ich mir das hier einfach irgendwie zur Seite. So. Und jetzt ist nämlich egal, dass es hier schon aufliegt, es hängt sich nicht an. Danke. Danke nochmal für den Tipp. Marina waren das, glaube ich, ne? Marina und Andrea, ich danke euch. Wie gesagt, bei meiner großen Flocke habe ich sogar durchgeholt. Da sieht man es im Anleitungsvideo auch, dass ich mir das hinten einmal geknickt habe. So, und jetzt kann ich das ja eigentlich hier so Stück für Stück seitlich rausnehmen. Oh, das gefällt mir noch mehr. Jetzt mag ich das Material noch mehr. Ah ja, und da ist jetzt Ende, weil da einmal meine angesetzte Stelle ist. Das heißt, hier löse ich jetzt einfach nochmal frisch. Oh. Das ist ja wirklich dann auch so, normalerweise ist die Außenseite so das letzte Teil. Und da ist es natürlich auch schön, wenn das dann einfach glatt drauf geht, ohne dass man da lange große Wissenschaft draus machen muss.
Das war jetzt vielleicht wieder ein bisschen viel, aber wir können es ja auch wieder ein Stück draufkleben. So. Und hier habe ich noch Kanten dran, da muss ich gleich noch mal gucken, ob ich die einfach so ein bisschen wegbekomme. Das ist der Mehrfachschnitt, der jetzt hier nicht perfekt aufeinander gelandet ist. So. Aber dieses stückweise Ablösen, das hat mir jetzt sehr gefallen. Das hat es nämlich noch mal ein bisschen einfacher eigentlich gemacht. So. Und die Reste hier an den Kanten einfach noch mit weg. Aber ich glaube, ihr habt trotzdem eins wieder gemerkt. Ich weiß, ich will euch nicht zu sehr immer auf die Juliette anfixen, aber es ist halt schon was anderes, ob ich das jetzt in 2 Durchgängen schneide. Mit genug Druck kriegt es die Juliette, glaube ich, wirklich auch in einem Durchgang hin. Oder ob ich da dann mit der Cameo doch mit ein paar mehr Durchgängen kämpfen muss. Aber bei der Cameo stoße ich da mit dem Anpressdruck dann einfach an eine Grenze. Aber ihr seht, machbar ist es mit beiden. Und jetzt dürft ihr mal schreiben hier, was euer Favorit ist. Entweder Türkis oder Rosa. Jetzt haben wir einfach Wechselseiten gemacht. Gut. Ja, wunderbar. Wieder frisch und schick. Kann man jetzt auf jeden Fall wieder hinstellen. 100-mal besser als mit dem komischen Fleck auf der Seite. Gut. Damit habt ihr das Ganze jetzt auf jeden Fall mal in Aktion gesehen. Und das Schneiden von dem Tonkarton mit der Kleberückseite, das verkraftet der Plotter noch so ein kleines bisschen einfacher, weil das einfach insgesamt nicht ganz so dick ist. Das ist weniger dick. So, ich würde sagen, wartet, ich winke noch mal ganz freundlich. Ah, ja, Sie sehen, dass Sie nichts sehen. Jetzt. Wir sind noch nicht ganz durch. Ich habe noch die Glitzertapete auf meiner Liste, die ich mir mit euch gerne angucken würde. Ich will jetzt aber hier noch einmal ganz kurz durchatmen, meinen Platz ein bisschen abräumen und würde nochmal versuchen, ich versuche es nochmal, euch einmal ganz kurz in die Werbung zu schicken. Für 30 Sekunden. Vielleicht klappt es ja diesmal, vielleicht klappt es auch wieder nicht. Wir finden es heraus. Achtung! Ha! Zumindest hat das Zurückkommen diesmal funktioniert, richtig? Heute werbefrei, keine Werbung. Wieder nur gleich geht's weiter. Na gut, ist auch okay, dann ist es heute halt einfach so. Ja, also zumindest bin ich wieder da. Wir gucken uns jetzt noch gemeinsam die Glitzertapete an. Und ich nehme an, ihr wollt wahrscheinlich eigentlich auch noch sehen, was noch kommt, ne? Keine Werbung, ist auch voll okay. Es ist irgendwie komisch, kein Thema, wenn es nicht funktioniert. Ihr könnt nichts dafür. Die Technik ist, wie gesagt, noch in der Winterruhe. Keine Werbung, nur schwarzer Bildschirm. Na gut, vielleicht klappt es nächstes Mal. Freut euch, denn heute halt einfach keine Werbung, nur schwarzer Bildschirm. Ich switch euch nochmal rüber auf die andere Kamera und zeige euch mal dieses Glitzertapetenmaterial. Das war ein Zufallsfund, kann ich euch sagen. Eigentlich haben wir nämlich nochmal gesucht nach Glitzer für die Schneeflocke. Ich hole euch das gerade nochmal ran. Der Wermutstropfen an diesem wunderhübschen Glitzerkarton von Haider, den ich hier auch auf die Flocke draufgeklebt habe, ist ein bisschen, dass ich den persönlich ehrlich gesagt gar nicht mal so günstig finde. Es ist einfach, wenn der Bogen 1,49 € kostet oder bei Kreativdiscount ist er sogar noch ein bisschen teurer. Denkt, falls ihr bei Kreativdiscount einkauft, bitte an den Rabattcode. Ihr kriegt da mit meinem Miriam Kreativ 2024 Rabattcode nach wie vor 12% Rabatt bei Kreativdiscount. Wie gesagt, er ist nicht ganz günstig. Er ist wunderschön, aber er ist nicht ganz günstig. Und dann noch die Klebefolie hinten drauf, die kostet ja auch nochmal Geld. Und dann hat mich so die Idee gepackt, weil dann ja doch viele irgendwie hier Flocke basteln und so, dass es doch vielleicht ganz cool wäre, wenn man einfach selbstklebenden Glitterkarton hätte. Und bei der Suche nach selbstklebend und Glitter habe ich dann diese Glitzertapete gefunden. Wartet, ich muss, glaube ich, die Beleuchtung hier mal ein bisschen ändern. Das ist alles viel zu hell. Vielleicht kann ich euch dann den Glitzereffekt ein bisschen schöner zeigen. Glitzer ist ja sowieso generell immer ziemlich schwierig zu filmen. Ich hole die andere Flocke noch mal ran. Vielleicht geht es im Vergleich einigermaßen. Wartet.
Nochmal hier ein bisschen an der Kamera schrauben. Das hier ist nochmal der Glitterkarton von Haider und ich glaube, was man schon sehen kann, ist, dass die Glitterpartikel bei der Variante etwas gröber sind. Hier unten seht ihr ja noch die rosa Variante liegen, die glitzert aus irgendeinem Grund hier auch unter der Kamera ganz gut. Was ich dann gefunden habe bei meiner Suche nach selbstklebendem Glitzerpapier, Glitzerkarton, ist etwas, was die als Dekotapete verkaufen. Das heißt, ich habe hier ein Glitzermaterial drauf, was ein bisschen einen feineren Glitzer hat. Trotzdem sehr schön. Hier im Video echt ultra schwer einzufangen, aber vom Effekt her sehr, sehr schön und selbstklebend. Und ich habe hier tatsächlich nur noch Reste, weil ich an dem Basteltreffen einiges davon auch weggegeben habe. Habe aber bewusst einmal hier das Außenteil aufgehoben und will da auch ganz kurz was dazu sagen. Und zwar finde ich diese Glitzervariante auch sehr hübsch. Sie ist im Handling aber ein bisschen anders. Das eine, was man hier beachten muss, man sieht es bei dem Teil, sieht man es auf der Rückseite, glaube ich schon. Die Glitzertapete kommt, wie man das von Tapete so kennt, aufgerollt. Und durch dieses Aufrollen hat hier das Trägermaterial auf der Rückseite so komische Falten geworfen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass diese Falten zum Plotten echt ultra nachteilhaft sind. Also einfach, weil man da dann so ein Wubbel drin hat und das Messer es an dieser Stelle schwerer hat durchzuschneiden. Deshalb ist der erste Tipp, falls ihr euch für die Glitzertapete interessiert, wenn ihr euer Stück quasi zugeschnitten habt, den Träger einmal abzulösen von der Seite und dann möglichst das Ganze schön festzurollen wieder, um so viel wie möglich von diesen Falten, ich schiebe hier nochmal so ein bisschen, von diesen Falten einmal aus dem Trägermaterial rauszukriegen. Das heißt, ich schiebe das wirklich so gut wie es geht hier glatt und rolle das auch glatt an, um möglichst hier diese Unebenheiten zu beseitigen, so gut wie es geht. Ganz kriegt man die nicht raus und weil man sie nicht ganz rausbekommt, muss man mit der Klingentiefe hier von der Einstellung her etwas großzügiger sein. Ich habe aber auch die Glitzertapete sowohl mit Caesar getestet als auch mit Silhouette und habe sie mit beiden durchbekommen. Was ich bei der Glitzertapete noch ganz wichtig finde, ist, ich fand sie von der Verarbeitung her super. Sie ist aber in sich gefühlt weicher als dieser Glitzerkarton mit der zusätzlichen Klebelage hinten drauf. Das heißt, wenn ihr das verarbeiten wollt, würde ich euch tatsächlich empfehlen, bei solchen Projekten wie der Flocke erstmal komplett außen drauf ganz normal mit Tonkarton abzuschließen, damit ihr eine möglichst ebene Fläche auf der Flocke habt. Und erst auf diesen Abschluss aus Tonkarton klebt ihr dann als zusätzliche Lage einfach außen drauf potenziell nochmal diese Glitzertapete. Die gibt es auch in anderen Farben. Ich habe die halt in weiß bestellt, weil ich sie für die Schneeflocke verwenden wollte. Aber die gibt es auch in unterschiedlichen Farben zu bestellen. Und die das bis jetzt benutzt haben, waren, glaube ich, eigentlich alle ganz happy damit. Was dazu noch Interessantes zu sagen gibt, das kann ich gerade noch mal versuchen, an so einem Stückchen vielleicht auch zu zeigen. In diesem Material ist irgendeine Art von Faser noch mit eingearbeitet. Ich öffne das gerade mal hier an der Seite. Und wenn man versucht, das zu reißen, dann kann man ganz gut sehen, dass sich das jetzt nicht so einfach abreißen lässt. Und ich glaube hier, weiß nicht, ob ihr das jetzt von der Kamera eingefangen bekommt, kann man sehen, dass da jetzt auch einzelne Fäden rauskommen. Da ist innen drinnen nochmal so eine Fadenstruktur, die einfach dafür sorgt, dass es nicht so leicht ausleiert. Und darüber war ich ganz glücklich, weil man zieht ja dann doch hier auch das Trägermaterial wieder ab, um das Ganze zu übertragen. Und dadurch hält das ganz gut in Form. Ja, Alicia, es ist vinylähnlich, aber es ist in meinen Augen deutlich dicker als die meisten Vinyle. Wir können ja auch hier einfach nochmal messen. Wenn mein Messschieber mitmacht. Sorry, ich brauche mal einen neuen. Das hat echt keinen Sinn. Immer wenn ich ihn austauschen will, geht er dann doch wieder. Dann denke ich, warum was wegwerfen, was funktioniert. Und wenn ich ihn dann benutzen will, dann streikt er doch. Also hier kann man jetzt sehen, 0,3 mm dick. Also auch etwas dicker als der Tonkarton, hat aber ja auch die Glitterlage selbst schon auf der Rückseite. Und ich habe jetzt gemessen ohne Trägerpapier. Mit Trägerpapier ist es natürlich insgesamt noch mal etwas dicker, aber die 0,3 zeigen schon, dass es in sich schon deutlich dicker ist als die meisten Vinylfolien, weil die meisten Vinylfolien, glaube ich, so doch etwas dünner sind. Ich bin kein Folienexperte, aber so von dem, was ich an Folien kenne und in der Hand hatte, die sind in der Regel nicht ganz so dick wie die Tapete. Also die Tapete hat eine eigene Grunddicke, aber sie ist einfach auch trotzdem weicher und anschmiegsamer vom Gefühl her als so ein Tonkarton. Deshalb würde ich euch hier, wenn ihr mit der Glittertapete liebäugelt, einfach empfehlen, erstmal das Projekt ganz normal zumachen. Eigentlich so, wie wir es jetzt hier auch durch Zufall mehr oder weniger beim Glitterkarton gemacht haben. Hier war ja das Projekt eigentlich auch fertig zugeklebt von außen mit den Tonkartonlagen. Und ich habe jetzt nur zusätzlich noch Glitterkarton aufgeklebt.
Bei der Dicke von dem Haider-Karton ginge das auch ohne. Also da könnte auch der Haider-Karton mit dem doppelseitigen Backing hinten dran die einzige Außenseite sein. Aber bei der Tapete würde ich euch empfehlen, erst ganz normal mit Tonkarton verschließen, dann die Glittertapete optional noch oben drauf. Bei der Glittertapete will ich aber auch noch mal dazu sagen, ich bin mit der bis jetzt sehr glücklich. Hier an dem Prototypen habe ich sie auch verwendet und habe das Ganze ausprobiert und ich musste noch nichts irgendwie wieder feststreichen, die hält soweit gut. Aber sie ist entfernbar und repositionierbar und das ist immer so ein kleines Indiz dafür, dass die langfristige Klebekraft vielleicht eher so mittelfantastisch ist. Ich weiß es nicht, bis jetzt sieht alles top aus. Ich will hoffen, dass es auch dabei bleibt, dass es alles schön hält. Aber ich sage es euch einfach nochmal dazu, dass ich hier noch keine Langzeiterfahrung dazu habe. Ich mag das Material sehr, ist auch deutlich preisgünstiger, wenn man es umrechnet jetzt als der Haider Glitterkarton. Vor allem, wenn man bedenkt, dass hier die Kleberückseite eben schon drauf ist, dass ich also nicht nochmal extra A4 Klebebögen kaufen muss. Das alleine macht ja schon einen großen Unterschied. Maren schrieb gerade, dass ihr Rossmann große Glitzerkartonbögen hatte. Das ist natürlich sehr cool. Ja, manchmal hat man so einen super Treffer. Petra fragt, ob ich da auch nochmal einen Link dazu habe für die Glitzertapete. Petra, ich habe hoffentlich daran gedacht und habe sie in der Videobeschreibung hier bei YouTube verlinkt. Ansonsten kommt das Ganze auch morgen nochmal auf die Webseite. Ja, Alicia, ich berichte euch natürlich. Also wenn sich da irgendwas ergibt, wenn da doch irgendwas abfällt, hört ihr natürlich von mir, überhaupt gar keine Frage. Wie gesagt, ich glaube, man merkt es hier, das Ganze hat sich einfach hier, dieses ganze Ausprobieren hat sich aus diesem Projekt ergeben. Ne, normalerweise hat ja jeder, das geht euch wahrscheinlich so ähnlich wie mir, die meisten haben, Entschuldigung, die meisten haben eigentlich ihr Lieblingsmaterial schon bei der Hand und wissen genau, was sie wofür verwenden. Und so ist es bei mir auch. Ich habe meine Lieblingsmaterialien, die ich gerne benutze, aber manchmal ergibt sich das bei den Projekten ja einfach so, dass man doch noch mal was anderes braucht. So, zack, wieder die falsche Taste. Wir üben das. Wir machen jetzt öfter mal einen Stream. Ich frage dazu jetzt am liebsten gerade noch mal euch, wann ist denn eine günstige Zeit? Ich habe tatsächlich überlegt, ob wir vielleicht sogar am Sonntag noch mal streamen, aber ich bin noch nicht so ganz sicher, ob das Sinn macht. Aber eigentlich würde ich mir am liebsten einen Tag in der Woche aussuchen, wo ich mich dann so mental auch schon ein bisschen drauf einstellen kann, um mal wieder in eine Routine zu kommen. Irgendeinen Abend die Woche. Meine Zeit ist typisch, ich bin so ein Abendmensch. Die öfter irgendwie hier mit mir unterwegs sind, die wissen das. Ich bin so eine Art Nachteule-Abendmensch. Das heißt, die Zeit wäre abends irgendwie 20 Uhr, so um den Dreh. Was wäre denn ein guter Tag? Mittwoch. Ja, genau. Haut einfach mal bitte in die Kommentare rein, weil ich kann mir eigentlich fast alles einrichten. Aber für mich wäre ganz spannend, wie das bei euch so ausschaut. Gut. Freitag. Ansonsten funktioniert für die Clubis funktioniert wahrscheinlich auch der Donnerstag, es sei denn, wir haben gerade Club. Genau, Karin weiß ich, für die ist der Donnerstag nicht so dolle. Karin schreibt gerade, da wäre der Dienstag gut. Schreibt es bitte auch an die nicht live gucken, sondern die dann irgendwann in den nächsten Tagen vielleicht die Aufzeichnung von dem Video sehen. Schreibt gerne auch im Nachhinein nochmal hier rein, weil ich werde das dann einfach nochmal durchscrollen und werde mal versuchen, so ein bisschen die Stimmen einzusammeln. Und wenn es gar keinen absoluten Favoriten gibt, dann werde ich versuchen, die Tage ein bisschen durchzuwechseln. Ihr kennt mich auch. Manchmal hat man auch so Sachen, die müssen einfach raus. Da kann man dann nicht warten bis zu einem gewissen Tag, sondern manchmal hat man so Sachen, wo man sagt, jetzt, es muss raus an die Öffentlichkeit, damit es weitergehen kann. Ich brauche das manchmal. Manchmal habe ich so Sachen, die müssen raus aus dem Kopf. Antonia nicht dienstags. Bei Moni wäre der Sonntag gut. Ja, Sonntag wäre sonst auch noch so ein Angebot. Wenn viele sagen, Sonntagabend ist gut, das passt bei mir auch fast immer. Freitag und Sonntag. Ja, schreibt es wirklich unbedingt mal rein, auch die später gucken, weil es für mich ganz spannend ist und ich versuche mich da so ein bisschen zu sortieren. Und wenn ich einen festen Tag habe, dann ist es einfacher. Ah, okay, Sonja schreibt nicht Donnerstag, der ist für Plottertante reserviert. Okay, das kriege ich gar nicht mit, wer da sonst so wann jeweils live ist. Aber gut zu wissen. Und wenn es doch der Donnerstag wird, zur Not in die Aufzeichnung schauen. Ich gucke einfach mal, was ihr so sagt. Perfekt. So, was machen wir jetzt? Jetzt ist schon spät, ne? 1,5 Stunden sind wir schon wieder live. Wollt ihr noch sehen, woran ich arbeite?
Das ist so lustig, das ist immer, wenn man nach Tagen fragt. Ne? Die Tage, die einen gut finden, sind für die anderen total doof. Ich freue mich immer über jeden, der live dabei ist, aber im Zweifelsfall könnt ihr natürlich auch immer in die Aufzeichnung reingucken, weil normalerweise bleibt das Ganze auch aufgezeichnet noch online stehen. Ja, ja, unbedingt. Okay. Also ich sag's Disclaimer vorweg. Ihr wisst es. Es kann einfach sein, dass ich euch jetzt Sachen zeige und dass es dann dauert, bis es dann doch endlich im Shop ist. Weil manchmal habe ich ja so dann noch Anwandlungen und muss irgendwie Sachen noch ausprobieren. Aber ich zeige euch so ein paar Sachen, an denen ich schon arbeite. Es gibt auch ein paar, die sind noch nicht so weit, dass man sie zeigen kann. Und ihr dürft gerne mal so ein bisschen mich in die richtige Richtung schieben, mit was es jetzt direkt losgehen soll. Petra fragt mit Beleuchtung. Nee, erstmal ohne Beleuchtung. Also das Erste, was direkt schon hier so neben mir hängt, deshalb schiele ich hier die ganze Zeit zur Seite, hebe ich mal so im Ganzen, wenn ich es kriege, einmal hier ins Bild. Hier ist schon ein Teil von den Prototypen. Mehrfach gewünscht über das Projektwunschformular auf meiner Webseite sind Ostereier ohne Kleben. Quasi in Fortsetzung zu den Kugeln ohne Kleben, die wir jetzt vor Weihnachten gebastelt haben, soll es Ostereier ohne Kleben geben. Und ja, genau, Andrea mit LED-Halterung ist bis jetzt nur das Grundgerüst und sind auch mehrere, weil hier quasi Prototypen dabei sind, wo mir immer noch Sachen nicht gefallen haben. Da steht dann irgendein Schlitz zu weit offen und. Aber das Perlmuttfarbene, warte, das hänge ich nochmal einzeln ab. Das ist das, wo ich jetzt schon sage, okay, da sind wir jetzt fast schon da, abgesehen davon, dass es Perlmuttfarben ist. Schub. Ne? Dafür brauchen wir dann logischerweise auch noch Motive, wie bei der Kugel auch. Das heißt, ihr dürft euch gerne Motive wünschen, wenn ihr mögt. Genau, Barbara schreibt gerade nicht Mittwoch, da ist Eva-Abend. Okay, Mittwoch ist schon mal raus. Ja, damit grenzt sich das Ganze auch schon weiter ein. Also wie gesagt, schreibt ruhig weiter rein. Das ist eine Variante. Die gibt es wahrscheinlich auch schon relativ bald, weil damit bin ich schon relativ weit. Aber da dürft ihr, wie gesagt, gerne auch nochmal Motive wünschen. Wenn ihr Motive wollt. Wenn ihr einfach sagt, nö, gebt mir das einfach so, wie es ist und ich mache das in unterschiedlichen Farben, ist es auch gut. Annika schreibt gerade, wann die kommen, sie hängt in einem Plottertief. Kann ich verstehen, ich hing auch in einem Plottertief. Bald. Nächste Woche, wenn alles klappt, Annika. Okay. Karin sagt, sie ist mit den Ostereiern glücklich, das ist schon mal gut. Also hier Thema Ostern, war klar, ne? Also ich muss jetzt quasi, ist jetzt Zeit mit Ostern weitermachen. Aber ich war auch sehr happy, nicht direkt von Weihnachten zu Ostern zu gehen, weil das auch was ist, was mich in den letzten Jahren dann immer so ein bisschen genervt hat. Vorher macht man monatelang nur Weihnachten, Weihnachten, Weihnachten und dann ist auf einen Schlag Weihnachten rum und von da an muss man eigentlich sofort Ostereier basteln. Deshalb war ich ganz happy, wenn wir hier zwischendurch mit meiner Schneeflocke zwischendurch auch mal Winter haben. Nicht nur Weihnachten und dann Ostern. Gern mit Motiven. Osterhasi bietet sich an. Ja, klar. Auch mit Zeichnung bin ich auch voll dabei. Annette wünscht sich neue Tunnelkarten. Annette, da habe ich schon was vorbereitet. Da kann ich aber noch nichts zeigen. Kommt auch demnächst. Hase, Kleeblatt, Sonne als mögliche Motive. Perfekt. Haut eure Motivwünsche rein. Ja, genau. Sonja schreibt, dienstags ist Mamas Sachen manchmal live. Irgendwann ist immer irgendwer live. Ich versuche das normalerweise so zu organisieren, wenn ich es mitbekomme, dass es nicht kollidiert. Aber ich versuche tatsächlich im neuen Jahr jetzt auch wieder mehr, mich nur mit meinen Projekten zu beschäftigen, weil mich das manchmal total wahnsinnig macht, wenn ich drumherum zu viel mitkriege. Ich komme schon immer mit meinen Projekten nicht um mich rum und versuche deshalb jetzt wieder mehr. Aber wenn ich es weiß, wo was ist, versuche ich natürlich da so ein bisschen zu gucken. Okay. Ich habe noch mehr. Ich habe noch was unbedingt schon längst in den Shop soll. Und zwar habe ich hier, gerade für die, die sagen, sie haben auch noch Bock auf Zeichnung, noch eine Windlichtkugel. Und zwar noch hier von den Projekten mit nichts ohne Kleben, sondern wirklich mit Kleben. Ich liebe die nach wie vor auch. Sie sind ein bisschen Arbeit, aber auch hier habe ich eben auch gezeichnet. Die Zeichnung ist optional. Ne? Wem das zu fiddelig ist mit dem Vollquill oder auch mit den Gelstiften, der kann auch auf jeden Fall mit dem Vollquill hier arbeiten. Mag ich auch total, weil ich halt, ihr wisst es von mir vielleicht, wenn ihr schon länger dabei seid, ich liebe Schnörkel. Ich liebe Schnörkel und die ist einfach völlig jahreszeitlich unabhängig, weil sie hat mal keine Herzchen, keine Blümchen und keine Sternchen. Sie hat einfach nur Schnörkel. Das ist auch was es jetzt unbedingt mal sehr zeitnah in den Shop schaffen soll, eben weil völlig jahreszeitlich unabhängig und ja, einfach schick. Und in dieser Kugelkategorie gab es auch sehr lange nichts Neues. Also die wird auch demnächst kommen.
Dann für diejenigen, die sagen, sie haben Lust auf Tunnelkarte, habe ich hier Richtung Tunnelkarte auch schon gearbeitet. Das habe ich euch auch schon mal gezeigt. Ich zeige es euch aber nochmal. Ist ja auch immer noch nicht im Shop, soll jetzt demnächst auch mal in den Shop und im Zuge dessen gerne auch neue Tunnelkarten. Ist der Prototyp jetzt natürlich auch noch weihnachtlich, aber die ist eine Tunnelkartenerweiterung und damit die Idee, dass ihr da alle Tunnelkartenmotive einsetzen könnt. Das ist das hier. Das ist wieder so eine Kombination aus Tunnelkarte und Pop-up. Ist jetzt vom Licht her gerade total blöd, aber man kriegt, glaube ich, die Idee. Ne? Das Ganze stellt sich so auf, man kann es platt machen. Genau das hat es sich jetzt auch gerade gemacht. Wartet, ich raste es nochmal ein. Das hat nämlich eigentlich so Laschen, wo man das schön einrasten kann. Aber das hat auch schon ein bisschen was mitgemacht, weil auch das ist der Prototyp. Und das ist zum sehr einfachen Beleuchten für Faulis eigentlich quasi gedacht, weil man das hier beleuchten kann, indem man das auf so einen Holzsockel draufstellt. Also mal was, wo man keine 60 LED-Halter einbauen muss, sondern was man einfach auf so einen Leuchtsockel draufstellt und dann leuchtet es. Sorry, ich muss gerade mal sortieren. So, jetzt. Den Holzleuchtsockel hatten wir neulich auch schon mal, ne, in Verwendung. Marina fragt, kann man draufhauen? Wahrscheinlich schon. Müssen wir mal ausprobieren, aber das hat an der Seite so Teile, die quasi einrasten. Das hat keinen Seilzug innen drin, sondern wird hier seitlich so gesteckt. Ich hätte dafür sehr gerne noch was einen Karteneinbau ermöglicht. Dann wird es aber mit dem Einrasten nicht funktionieren. Und vielleicht auch eine Variante zum Aufhängen. Das könnt ihr mir mal sagen, ob Aufhängen auch interessant ist. Und das wurde damals auch schon direkt angefragt, vielleicht auch was, wo man komplett durchgucken kann. Auch so in der, muss man sich nochmal Gedanken machen. Das ist jetzt noch die Mini-Tunnelkarten-Version quasi, wo ihr jedes Mini-Tunnelkartenmotiv einsetzen könntet, einfach von der Größe her. Das Ganze könnte man natürlich auch noch für die großen Tunnelkarten machen. Und man könnte es natürlich jetzt, wo Ostern vor der Tür steht, auch noch in eiförmig machen, aber da passen dann wieder nicht die ganzen Tunnelkartenmotive rein. Deshalb war ich da noch nicht so sicher, ob ich das wirklich machen will. So, das sind einige von den Projekten, aber längst nicht alle. Es gibt noch mehr, an dem ich gerade werkel, aber ich werde jetzt versuchen, davon erstmal was fertig zu machen. Tunnelkarte war ich auch schon dran. Neue Tunnelkartenmotive Stück für Stück. Annika schreibt auch vielleicht einen Ständer. Vielleicht wird es sogar auch, wenn man einfach oben eine Öse dran macht, in den Kugelständer passen. Den kann ich ja gerade noch mal herholen. Wir hatten ja zu Weihnachten für die Kugeln ohne Kleben auch so einen Kugelständer ohne Kleben gemacht. Das kann ich gerade mal, ist noch gar nicht ausprobiert, kann ich von der Größe her gerade mal reinhalten. Alicia fragt, ob wir jetzt noch was basteln. Ja, ist eigentlich eine gute Frage, Alicia. Ich habe noch nichts fertig. Was könnten wir noch basteln? Wir können noch was Glitzerndes irgendwo draufkleben. Das geht sich von der Größe her nicht ganz aus, aber fast. Den gab es ja auch in unterschiedlichen Größen. Also von der Größe her funktioniert es schon fast, noch nicht ganz. Muss dann ja auch nicht Gold sein. Ja, aufhängen ist eine gute Idee. Finde ich auch. Vielleicht auch mal ein Mobile. Ihr habt ja Ideen. Ich freue mich ja immer, wenn ich eure Ideen höre, weil manchmal macht es dann bei mir auch gleich Klick und ich denke mir auch noch was aus. Gut. Ihr dürft jetzt noch was zur Reihenfolge sagen. Wahrscheinlich am besten zuerst die Ostereier, oder? Die Ostereier ohne Kleben einmal fertig machen, damit ihr damit starten könnt und dann Stück für Stück noch Motive dafür. Alicia, ja, ich habe noch viel. Wenn ich euch immer mitnehmen würde, wenn ich die Prototypen produziere. Wir können auch einfach noch einmal den Plotter anschalten, wenn ihr wollt. Lasst mich mal ganz kurz gucken. Ich gucke mal ganz kurz, ob meine neue Tunnelkarte theoretisch schon so weit ist, dass wir sie mal testschneiden können. Das habe ich so auch noch nie gemacht. Eigentlich teste ich immer erstmal ganz in Ruhe für mich, ohne dass ihr da dabei seid. Eigentlich sieht das Vorgehen vor, dass ich erstmal ganz in Ruhe für mich teste. Aber ich sehe schon, dass euch das Spaß macht, wenn der Plotter gemeinsam läuft. Ich ziehe mir die Datei hier gerade einmal in die Software und dann sage ich euch, ob wir noch einmal den Plotter anmachen. Dann könnt ihr auch noch ein neues Projekt quasi einmal sehen. Ja, ich glaube, das können wir machen. Da muss ich nur einen Bogen nochmal Tonkarton zuschneiden und dann schmeißen wir den Plotter nochmal gemeinsam an. Ja, lasst uns teilhaben, ihr seid so süß. Das machen wir noch. Wir schalten jetzt noch einmal den Plotter gemeinsam an und gucken mal. Es soll ein Vögelchenmotiv werden, also was Frühlingshaftes, nicht direkt Ostermäßiges. Ich kann es euch einfach schon mal ganz kurz ich switche euch mal in die Software,
Dann schneide ich kurz den Bogen zu. Muss ich erst wieder gucken, dass ich das hier hinkriege, weil Software freigeben immer noch nicht mit einem Klick funktioniert. So. So müsstet ihr jetzt zumindest schon mal was erahnen können. In relativ klein. Und dann schneide ich hier gerade mal schnell noch was von dem Bogen ab. Brauchen wir auch in Zukunft eine Kameraeinstellung dafür, dass ihr auch da live dabei sein könnt. Das ist zwar nur so mittelspannend, aber ich habe jetzt das auch was ich am Wochenende gelernt habe. Nochmal danke an die, die da waren. Dass es vielleicht doch spannender für euch ist, als ich immer denke, was so das ganze Handling angeht. Ne? Wie bereite ich was vor? Wie gehe ich mit dem ganzen Material um, auch am Plotter? Das sind so Sachen, die für mich so ganz selbstverständliche Handgriffe inzwischen sind. Aber da habe ich jetzt am Wochenende gemerkt, dass es für den einen oder anderen doch auch interessant ist, vielleicht gerade wenn man noch nicht so ganz so sicher ist im Umgang mit der Maschine. Und dann auch mitkriegt, dass auch bei mir immer wieder Dinge schief gehen und das alles nicht so schlimm ist, dann traut man sich vielleicht doch auch selbst ein bisschen mehr ran. Weil in der Regel geht ja nichts kaputt. So, Material einmal rein. Ihr seht jetzt aktuell wieder nur die Software, da müsst ihr jetzt ganz kurz durch. Ich übe das in Zukunft, dass ich noch fixer werde, damit die Quellen umzuschalten, dass ihr immer mitten im Geschehen seid. So, Schneidematte ist eingelegt. Wir machen jetzt einmal gemeinsam die Einstellungen und für den Schnitt würde ich euch dann auf jeden Fall auch wieder rüberlegen. Aktuelle Mattenposition ist fein. Und wir nehmen uns einmal die passenden Einstellungen. Andruck 120 ist viel zu viel. Für meinen Tonkarton reicht eigentlich 45. Wir nehmen jetzt mal 50. Ich habe nicht mehr die taufrüste Klinge. Ist ein relativ filigranes Motiv. Ich lasse ihn trotzdem jetzt hier einfach mal mit Geschwindigkeit 10 drüber schrubben. Und wir gucken einfach mal, was dabei rauskommt. Ich versuche euch einmal auf die Juliet zu legen, dass ihr die sehen könnt. Das hat schon mal geklappt, glaube ich. Und dann sende ich das Ganze hier einmal los. So, und den Moment, den der Plotter jetzt braucht, um zu arbeiten, schaue ich jetzt einmal noch bei euch über die Kommentare. Die Vögelchen, ich freue mich. Scheinbar ist bei dem einen oder anderen das Motiv schon mal auf Gegenliebe gestoßen. Das ist doch schon mal schön. Es gab von diesem Vögelchen, gibt es schon ein Faltkartenmotiv und ich habe irgendwie jetzt neulich Abend gedacht, ach komm, ich bastel mal so ein bisschen munter vor mich hin und habe tatsächlich wieder viel länger dran gesessen, als ich selbst gedacht hätte, das einfach so ein bisschen aufzuteilen. Bin jetzt ganz gespannt, wie es rauskommt, weil es ist tatsächlich der erste Schnitt. Also ich schneide es jetzt zum ersten Mal und ihr seid live dabei. Kann auch sein, dass das nichts wird. Aber nach allem, was heute schon schief gegangen ist, traue ich mich jetzt quasi einfach. Also alles halb so wild. Ja. Wenn irgendwie erstmal so Sachen daneben gegangen sind, dann denkt man auch irgendwie nicht mehr, dass alles perfekt funktionieren muss. Insofern nehmen wir das mal ganz gelassen. Gut. Ich scroll noch mal, ob ihr schon andere Motive auch für die Ostereier gewünscht hattet. So ein bisschen was habe ich ja vorhin schon gelesen. Eigentlich könnte ich gleich mal mitnotieren. Solange wie der Plotter jetzt noch arbeitet, könnte ich jetzt eigentlich mal ganz kurz noch mitnotieren, was ihr wünscht. Aber ich versuche wieder nicht den letzten Schritt vor dem ersten zu machen. Ich mache euch auf jeden Fall erst die Grunddatei fertig, damit die in den Shop kann. So, und bei allem, was ich hier so beim Drüberlesen lese, sind wir jetzt aktuell genau eigentlich, glaube ich, beim Freitagabend wieder gelandet, gell, für unseren Livestream. Das scheint bis jetzt für mich so die Mehrheit zu sein, auch wenn es die knappe Mehrheit ist. Ja, genau, Petra schreibt, es kann nur besser werden. Pleiten, Pech und Pannen und dann kommt das Glück. Petra weiß, wovon sie spricht, weil sie hat nämlich jetzt am Wochenende mit der Anreise auch ganz schön zu kämpfen gehabt. Und hat es durchgezogen und war trotzdem da. So, eigentlich hätten wir mal wieder mitstoppen müssen, ne? Wir haben nicht mitgestoppt.
wie lange der Plotter braucht. Der wird nämlich ziemlich gleich schon fertig sein, glaube ich. Korb mit Blumen, auch notiert, Petra. Gucken, ob das drauf geht. Die Seiten von dem Osterei sind ja wieder relativ klein. Ja, und weil ich gerade lese, die Juliette ist schön ruhig. Ihr dürft nicht vergessen, ihr sitzt mit mir hier quasi vorne. Ich sitze ja quasi jetzt ein Stückchen vom Plotter weg und ich habe euch mit dem Mikrofon an mich dran gehängt. Das heißt, ich sitze da auch als Geräuschdämpfer noch zwischendrin. Wir sind also nicht direkt am Gerät. Oh Gott, Sandra, ich lese gerade deine Nachricht. Das tut mir total leid. Bei euch geht es ja richtig rund im Moment. Gute Besserung, weiterhin, auch für deinen Mann. Küken und Hahn, ach so, ja, das bietet sich natürlich auch an. So, jetzt kommt der spannende Teil. Dafür stelle ich euch aber auf dem Plotter auch erst nochmal um und wir gucken mal, ob ich euch das ein bisschen mit einfangen kann. Wenn wir das Ganze jetzt hier einmal losmachen. Vielleicht mich auch noch einmal strecken und euch den Stern aus dem Weg hängen, der da jetzt noch im Weg hängt. Nächste auf der To-Do-Liste ist auch wieder ein bisschen umbauen. Oh, ja. Ja, ihr hört, es rumpelt hier nebendran. So, ich gucke mir jetzt hier immer erstmal an, ob ich durch bin. Und die schlechte Nachricht ist, ich bin es nicht. Und das lässt mich aber vermuten, dass mit meiner Klinge hier irgendwas nicht passt. Oder dass ich jetzt doch endlich mal eine neue brauche, weil ich habe mit der Klinge schon die kompletten Sternteile alle der Reihe nach geschnitten. Also die hat schon sehr viel Arbeit verrichtet. Aber ich gucke mal, ob es jetzt hier nur eine Ecke ist. Nee, ich bin an ganz vielen Stellen noch nicht durch. Dann machen wir einfach mal eins. Wir machen jetzt mal gemeinsam einen Klingenwechsel. Das kann nämlich jetzt wirklich einfach die Klinge sein. Dann müssen wir zwar gleich nochmal Geduld haben. Wartet, ich schalte euch nochmal um. Aber dieses ganze Umschalten übt mich ja. Klinge wechseln ist hier bei diesen Juliette-Messern sehr, sehr leicht. Man wirft einfach hier, man drückt hier hinten auf dieses Stäbchen drauf, dann kommt die Klinge hier vorne schon raus und dann kann man sie einfach wegnehmen. Und dann nimmt man einmal eine frische und kann die einfach von vorne hier reinfallen lassen. Und das war es auch schon. Damit ist der Klingenwechsel schon getan. Ganz kleines bisschen drehe ich die Klinge, glaube ich, noch weiter raus. Und dann hilft leider nur nochmal anschalten. Da muss ich jetzt einmal noch eure Geduld strapazieren, weil mit diesen Einstellungen hätte ich eigentlich durchkommen müssen. Die Klinge war auf jeden Fall weit genug rausgedreht. Also eigentlich hätte ich durch sein müssen, ich bin aber nicht durch. Und das würde ich euch auch als Erfahrungswert mitgeben, dass wenn ihr das auch mal haben solltet, ihr auch dann wirklich einfach sagt, okay, dann ist die Klinge jetzt wahrscheinlich inzwischen auch mal Fritte. Man fühlt es auch, aber ich empfehle immer nicht so gerne an der Klinge mit dem Finger dran zu gehen, weil ich habe noch keine Kooperation mit Hansaplast. Ich nehme immer 45 Grad Klingen, weil ich Simones Frage gerade lese. Ja, ich schneide mit 45 Grad Klingen eigentlich immer. Ich bin sehr gespannt, ob wir jetzt hier einen sauberen Schnitt rausholen, weil ich halt hier wieder viele so kleine Futzelteile habe, die der mir hier jetzt zur Seite schmeißt. Das seht ihr wahrscheinlich so aus der Entfernung noch gar nicht, aber wir gucken es uns gleich aus der Nähe nochmal an. Ich nehme immer 45 Grad Klingen, das funktioniert für mich eigentlich auch immer gut. Der Schnitt sieht jetzt auf der Matte nicht hübsch aus. Wir lassen uns einfach mal überraschen.
ob der Winkel bei den Klingen einen großen Unterschied macht. Für mein Gefühl nicht. Ich habe tatsächlich bei Silhouette auch immer mit den 45 Grad Klingen geplottet, obwohl es ja für das CB09 auch 30, 45, 60 Grad gibt. Eigentlich ist die Regel bei den Klingen die, ich kann gerade ja hier nochmal wiederkommen, dass ihr wählt einen umso größeren Klingenwinkel, umso dicker das Material ist, das ihr durchschneiden möchtet. So. Das heißt, wenn ich jetzt mit dickes Material plotten will, dann würde ich tendenziell, wenn ich unterschiedliche Klingenwinkel nehme, könnte ich da dann eine 60 Grad Klinge nehmen. Wenn ich sehr dünnes Material schneiden will, wie Folie, dann würde ich zum Beispiel nur die 30 Grad Klinge nehmen. Das ist eben so ein bisschen ja, Geschmackssache. Es gibt auch Leute, die sagen, sie merken da Unterschiede. Aber ihr müsst euch vorstellen, in den Standardmessern für Silhouette ist schon seit Jahren immer nur 45 Grad verbaut. Das heißt, ich habe bei Silhouette auch schon immer mit der 45 Grad Klinge gearbeitet und habe das jetzt bei der Juliette tatsächlich auch nie anders gemacht. Das heißt, auch da habe ich in der Regel einfach meine 45 Grad Klinge und komme damit sehr gut zurecht. Das wird jetzt mit Sicherheit nicht das schönste Schnittbild des Jahrhunderts, weil eben das Papier schon so ein bisschen angefisselt ist. Aber auch dieses Angefisselte, dieses Schnittbild, in dem man sieht, dass das Papier nicht schön glatt auf der Matte liegen bleibt, sondern dass das so grisselig wird, obwohl man ein gutes Papier verwendet und obwohl man mit Einstellungen plottet, die eigentlich funktionieren, das ist auch ein Zeichen dafür, dass die Klinge nicht mehr taufrisch ist. Ne? Und wenn das dann schon mal so angefisselt ist, dann wird es natürlich auch im zweiten Durchgang nicht hübscher. Aber wir gucken einfach mal. Vielleicht lässt sich das Motiv ja trotzdem ganz schön erkennen. Alicia hat sich das Kraftmesser von Silhouette bestellt. Ganz spannend. Sandra schreibt gerade, die Automatikmesser bei Silhouette haben eher 60 Grad. Sandra, das finde ich spannend. Warte, lass mich mal eins rausholen. Die hatten eigentlich immer 45 Grad. Nicht, dass ich euch da Quatsch erzähle. Also das ist aber auch noch ein älteres, das ich hier habe. Das ich hier habe, hat ziemlich sicher auch 45 Grad. Aber vielleicht auch 60. Ich kann es jetzt gerade gar nicht so genau sagen. Also auf jeden Fall, dann revidieren wir die Aussage in die Richtung, dass ich mein Leben lang immer mit 45 Grad Klingen geplottet habe. Unabhängig davon. Und das hat immer hervorragend funktioniert. Ich kann es jetzt hier tatsächlich gar nicht sicher sagen. Die alten Ratschenklingen von Silhouette, die hatten definitiv immer alle 45 Grad. Aber die Ratschenklinge wurde ja quasi schon vor ein paar Generationen standardmäßig durch die automatische Klinge ersetzt. Insofern sollte das unproblematisch sein. Und ansonsten würde ich euch empfehlen, probieren geht über studieren. Diese Klingen sind ja nicht so unheimlich teuer. Wenn ihr es einfach mal drauf ankommen lassen wollt, dann kauft einfach mal einen Pack 45 und einen Pack 60. Kraftmesser sollen 45 Grad haben und sehen aus wie ein Skalpell. Und Alicia schreibt, sie ist der Meinung, die von Silhouette sagt die normalen 60 Grad oder so. Okay, also ich nutze immer die 45, drehen wir die Aussage so rum, weil ich es echt nicht beschwören kann, weil ich zum Beispiel, ich benutze keine Automatikmesser. Mir ist das zu viel Plastikmüll und mir sind die einfach zu teuer. Ich benutze das Automatikmesser von Silhouette nicht. Höchstens mal für einen Folienschnitt und ich schneide halt auch fast nie Folie. Das ist ein bisschen immer so dieses. Aber jetzt gehen wir einmal gucken, der Plotter ist fertig und wir schauen mal. Das sieht jetzt sehr wüst aus auf der Matte. Ich teste erstmal hier, ob ich es runterbekomme. Ja, aber auch hier habe ich wieder einen leichten Versatz drin und das gefällt mir gar nicht. Aber ich habe demnach den Verdacht, dass das an der Matte liegt. Ach, heute haben wir wirklich alles mit dabei. Jetzt sind wir einmal ganz pragmatisch und werfen die Matte einmal zur Seite. Achtung! Und holen einmal eine weitere Matte ran. Bei der wir auch vor der Herausforderung stehen, dass die nicht aufgefrischt ist. Aber egal, die nehmen wir jetzt einfach einmal trotzdem. Da stellt man sich das so einfach vor und denkt, man schneidet jetzt schnell noch so eine Tunnelkarte. Rucki-zuck, die ist ja gleich fertig. Und dann geht es einem so. Die Matte, die ich jetzt hier übrigens im Verdacht habe, da können wir dann auch, werde ich mir auch noch mal genauer angucken. Einfach um mal rauszufinden, was da genau nicht stimmt. Wenn ihr das auch habt, dass ihr einen wiederholten Schnitt macht und der wiederholte Schnitt landet nicht genau da, wo er landen sollte,
dann kann das wirklich sein, dass die Matte dann der Faktor in der Gleichung ist. Es muss nicht die Matte sein, es kann die Matte sein, aber die Matte bewerkstelligt eben die Bewegung durch euer Gerät. Und wenn da im Bewegungsablauf irgendwas nicht passt, dann hat man das eben, dass man den zweiten Schnitt mit einem leichten Versatz auf der Matte hat. Und das ist dann eben das, was dazu führt, dass da dann kein hübsches Schnittbild mehr rauskommt. Aber ich schnapp mir jetzt einfach nochmal hier eine andere Matte. Lass die auch einmal durchlaufen. Und das ist ganz spannend, weil mir das vielleicht sonst auch bei der Juliette nicht so besonders aufgefallen ist, weil die nicht mehr als einen Durchgang braucht in der Regel. Die schneidet eigentlich alles in einem Durchgang. Es sei denn, man macht so lustige Experimente wie heute, dass man da nochmal eine Kleberückseite oder sowas mit drin hat. Aber tatsächlich habe ich ja Gott sei Dank mehr als nur eine Matte. Das Einzige, und das ist eben hier wieder, was mich bei diesen Originalmatten stört, ist, dass die diese weiße Grundfarbe haben und dass ich mir da dann einfach schwer tue, Materialreste zu erkennen. So. Ich hoffe, ihr habt noch Geduld mit mir. Wir machen das jetzt einfach gerade nochmal. Man könnte jetzt ja ganz frech, um irgendwie den Zeitverlust auszugleichen, die Geschwindigkeit noch weiter anheben. Ich weiß nur nicht, ob das diesen filigranen Teilen gefällt. So. Das ist jetzt mal eine Geschwindigkeit 12. Die Nacht ist noch jung, schreibt die Alicia. Ja. Wem es reicht für heute, wer jetzt einfach mal in sein wohlverdientes Wochenende rüberwechseln will, der darf das natürlich gerne auch tun. Ihr verpasst nichts, ihr könnt das Ganze in Ruhe nachschauen. Das Video bleibt verfügbar. Aber ich denke, wenn wir schon mal hier sind, dann nutzen wir die Gelegenheit. Ich würde mich sehr freuen, ich würde jetzt natürlich selbst auch gerne sehen, wie das ausschaut mit diesem neuen Projekt. Das macht mir immer noch Spaß. Erste Motivlage schon fertig. Geschwindigkeit 12 regelt. So. Das dürft ihr übrigens, das frage ich euch jetzt einfach auch nochmal. Ich nutze jetzt einfach mal diese Lücke und ihr sagt mir mal, welche Streamlänge in Zukunft für euch gut wäre. Ich nehme ja eigentlich immer vor, den Livestream nicht ganz so lang zu machen. Dann haben wir ja zwischendurch die witzige Idee, dass wir doch jetzt nochmal schnell irgendwie nochmal den Plotter anmachen. Dann ist es wie heute, dann geht irgendwas schief. Und am Ende saßen wir dann wieder 2 Stunden, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr als 2 Stunden. Und ich glaube manchmal, das ist euch vielleicht fast zu lang. Also sonst würde ich eher versuchen, es vielleicht kürzer zu halten und dafür mal öfter einen Stream zu machen. Aber da wäre mal eure Meinung einfach mal gefragt. Maren fragt, machen wir bald mal Print and Cut? Ja, gerne Maren. Ich wollte sehr gerne mit euch noch meinen Strauß, den habe ich hier auch schon stehen. Den hier, den wollte ich mit euch gerne, oh, wartet, wo muss ich hin? Hier, dass ihr es seht, muss ich einmal hier hin. Den wollte ich sehr gerne einmal mit euch machen, mit der Juliette, dass wir uns das einmal gemeinsam auch anschauen. Können wir gerne auch jetzt in den nächsten Wochen mal mit aufnehmen, dass wir uns das einfach mal gemeinsam angucken, wie das bei der Juliette funktioniert. Das funktioniert nämlich tatsächlich auch ziemlich gut. Ja, das Schnittbild sieht jetzt schon viel besser aus. Also, Klingenwechsel hat geholfen. Ja, genau, mit der Juliette. Das habe ich mir schon gedacht, dass ihr das gerne nochmal mit der Juliette sehen wollt. Ah, und ich lese gerade die Frage, es gibt gerade 5% Rabatt. Ich glaube, dass der Romeo es genauso gut macht wie die Juliette. Ich glaube im Endeffekt, das ist eigentlich quasi die gleiche Maschine, nur größer. Aber er ist halt riesig, ne? Der ist wirklich groß. Gibt es die 5% aktuell bei Nepark? Das wäre ganz spannend, weil einige, die jetzt am Wochenende da waren, haben sich das angeguckt und ja, also haben sich meine Juliette angeguckt und waren auch ganz begeistert und würden, glaube ich, auch gerne eine Juliette schießen. Gut.
Ja, ich lese gerade hier, deshalb wäre Freitag gut, da muss man nicht ganz so auf die Uhr schauen, da steht ja quasi das Wochenende noch vor der Tür. Also vielleicht fassen wir dann jetzt vorläufig zumindest einfach mal den Freitag ins Auge. Ich sage einfach jetzt schon mal, wir sind nächste Woche Freitag auch um 20 Uhr wieder verabredet für die, die Lust und Zeit haben, und dann gucken wir mal, was wir dann machen. Vielleicht basteln wir dann da schon irgendwie ein erstes Osterei zusammen. So, jetzt aber. Ich will hoffen, dass das jetzt gut geworden ist. Ja, gewohnte Juliet-Qualität. Sehr schön. Ich bringe die ganze Matte nochmal mit und zeige euch die ganze Matte. Das mache ich immer gerne unter der anderen Kamera, weil die hier doch ziemlich weit weg ist. Müssen wir mal ein bisschen jetzt die Flocke zur Seite räumen. Und dann seht ihr zumindest schon mal, dass ich auch an der Tunnelkartenfront nicht untätig war. Man hat ja immer so viele Ideen und Projekte, an denen man am liebsten gleichzeitig arbeiten würde. So. So. Hier habe ich jetzt einmal die ganze Matte. Das Einzige, was ich schon abgezogen habe, ist das Papier drumherum. Das ist ein Standardtipp, ne? Wenn ihr irgendwie Material von der Matte ablöst, dann fängt man immer am besten mit den Resten drumherum an. Sollte nämlich irgendwo was nicht ganz durchgeschnitten sein, dann hat man den Anriss bei dem Rest, den man runterzieht, und nicht bei den Motivteilen selbst. So. Und das ist halt auch immer ein Traum, ne? Das ist meine erste Lage mit den vielen kleinen Kreisen und ihr seht, es geht perfekt ab. Kein Kreis hängt mehr, alles ist noch auf der Matte geblieben. Dann haben wir hier einmal das Vögelchen. Ich bin übrigens kein Fan davon, blind quasi von der Rückseite abzuziehen. Ich weiß, das machen auch manche. Ich mache das gern von der Vorderseite, weil ich gerne sehe, wo ich abziehe. Hier bin ich jetzt irgendwo noch nicht ganz durch, da muss ich noch rausfinden, was da schief gegangen ist. Da war vielleicht noch was auf der Matte. Wie gesagt, deshalb mag ich diese weißen Matten nicht so besonders gerne, weil ich da die Reste so schlecht sehe. Die Lage ging wieder perfekt runter, ne, mit den Blümchen. Und da haben wir noch eine Lage mit Blümchen. Auch fast perfekt. So. Eigentlich bin ich jetzt ja schon wieder geneigt, die Vögelchenlage einfach nochmal neu zu schneiden, weil wer mich kennt, weiß, dass ich das hasse, das hier rauszupulen. Macht mir immer keinen Spaß. Ich sage immer, bis ich das rausgepult habe, hat der Plotter das easy nochmal geschnitten. Was wir jetzt einfach noch einmal machen, das können wir vielleicht auch gerade mal gemeinsam machen. Ich versuche das zwar auch immer hier zu machen, aber man sieht es halt auf der weißen Matte so schlecht. Wo habe ich denn meinen Schaber hingeschafft? Irgendwo hier hatte ich auch meinen Schaber. Dann machen wir nämlich gerade noch mal schnell gemeinsam sauber. So, die Lagen, die gut geworden sind, lege ich mir zur Seite. Und ich mache ja sehr gerne immer mit den Schabern hier die Matte sauber. Und eigentlich ist es auch ganz gut gewährleistet, dass man damit wirklich die Reste auch ziemlich gut runterbekommt. Aber ich habe ja gerne so viele kleine Punkte und die fliegen dann halt auch sonst wo mal rum. Und dann übersehe ich doch irgendwas und wenn da halt irgendwo noch was drunter liegt, dann kriegt man an der Stelle einfach kein gutes Schnittergebnis. Und gerade wenn ich jetzt so ein Motiv auch einschätzen will und sehen will, ob ich irgendwo noch was anders machen muss, breiter, dünner, was auch immer, dann mag ich das nicht so gerne, wenn ich da von Hand dran rumgeschnitzt habe, weil ich dann immer nicht sicher sein kann, ob das, was dann nicht so gut passt, an meiner mangelhaften Handschnitzkunst liegt oder daran, dass ich doch in der Datei noch irgendwas ändern müsste. Deshalb schneiden wir diese eine Lage jetzt nochmal frisch. Darf jetzt gerne, ich weiß, es ist ja auch nur so mittelaussagekräftig. Wir wissen ja inzwischen alle, dass die Juliet wirklich schnell ist, aber ich finde es dann doch immer faszinierend, gerade wenn ich dann auch im Vergleich nochmal den Silhouette-Plotter laufen habe, wie viel schneller. Das macht schon echt einen Unterschied. So, und jetzt habe ich euch wieder nicht umgeschaltet, gell? Wir üben. Ich mache gerade schnell einmal, ich erzähle euch, was ich mache. Ich mache jetzt noch einmal ganz kurz hier meine Klinge sauber. Weil durch mein Gebrösel vorher die Klinge jetzt wieder voll war mit kleinen Papierspänen. Nicht durch den Schnitt, den ich jetzt gerade gemacht habe, sondern durch den Schnitt davor mit der stumpfen Klinge. Das ist auch so ein Standardmoment, wo man eigentlich sein Gehäuse vom Messer nochmal überprüft, um sicher zu sein, dass da nichts hängen geblieben ist. Wenn man nämlich mit einer einigermaßen stumpfen Klinge geschnitten hat, dann hängen da gerne noch irgendwelche Bröckchen im Messer drin.
Und switchen wir einfach gerade nochmal gemeinsam. Oh ja, jetzt seht ihr einmal YouTube-Statistiken. Das war auch nicht intendiert. Eigentlich wollte ich euch das hier zeigen. Wir switchen noch einmal hier hin, schieben es einfach zur Seite, heben die Gruppierung auf und packen nur die Vögelchenlage jetzt gerade hier oben nochmal drauf. Und schalten das Ganze nochmal an. 22:03 Uhr und Abfahrt. Es ist aber schon im Moment 22:03 Uhr. So. Wie süß, ja. Milla schreibt, und bitte vergesst die Däumchen nicht für Miriam. Ja, genau, das finde ich sehr nett, Milla. Wer noch dabei ist, wer immer noch Lust hat mitzumachen, ja, der kann sehr, sehr gerne nochmal hier einen Daumen auch bei YouTube da lassen. Wer das noch nicht gemacht hat, kann mal den Kanal abonnieren. Dann kriegt ihr in Zukunft auch eine Info, wenn ich live gehe. Ja. Und ich lese gerade Astrid, die schreibt, der Schaber ist der Hit, geht viel besser als mit dem Geodreieck, das sie bisher genutzt hat. Definitiv. Astrid, dazu gerne auch einen kleinen Moment Hintergrundwissen. Der Schaber ist halt Metall und das Metall auf der Plastikschneidematte. So, wir sind gemeinsam schockiert. Es ist 22:04 Uhr und das Ding ist fertig. Der hat die Lage einfach schon geschnitten. Der Schaber auf der Schneidematte, diesen Metallschaber, wenn ihr einen Metallschaber benutzt, kriegt ihr damit nicht nur super gutes Papier ab, sondern der Vorteil, den ihr zusätzlich habt, ist, dass die Metallkante eure Matte auch wieder so ein bisschen begradigt. Weil bei jedem Papierschnitt hinterlässt die Klinge ja sichtbare Spuren auf dem Material, letzten Endes auf dem Material von der Matte, also auf dem Plastik. Und diese Grate, die da entstehen, die macht man mit dem Schaber wieder einigermaßen eben. Deshalb ist der Schaber ein echter Tipp. Ich habe ganz früher auch immer ein Geodreieck benutzt und liebe den Schaber inzwischen. So, ich hole uns wieder die Matte einmal hier raus. Und wir gucken nochmal gemeinsam, wie es diesmal von der Matte runtergeht. Ich will ja hoffen, der erneute Schnitt hat sich gelohnt. Hier einmal den Dreck einfach runter vom Tisch. Hier kann ich auch das nochmal zeigen, was ich vorhin gemeint habe. Zuerst die Hintergrundlage einmal ab. Und dann so große Teile kann man übrigens auch gut rausnehmen. Ne? Wenn man so große Teile wie hier im Innenraum der Tunnelkarte hat, kann man die einfach im Ganzen runternehmen. Und das meine ich mit, ich folge jetzt gerne dem Motiv. Ich arbeite mich jetzt einmal hier am Ast entlang und ziehe das Vögelchen dann jetzt so von unten nach oben ab. Und das ist vom Schnittbild viel, viel besser als das, was wir gerade hatten. Ist auch nicht perfekt, aber ihr dürft auch bitte nicht vergessen, das sage ich hier gerade nochmal dazu, dass ich einfach, damit der Stream nicht ewig dauert, hier gerade mit Geschwindigkeit 12 geschnitten habe. 13 ist, glaube ich, Maximum, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also man kann auch ein ganz kleines bisschen langsamer schneiden, vielleicht nur 8 und dann, oder vielleicht auch 10 und dann bleiben diese kleinen Miniteile hier nämlich auch noch auf der Matte. So. Machen wir auch direkt wieder sauber. Und dann, auch wenn das euch wahrscheinlich langweilt, weil ihr schon wisst, wie man Tunnelkarten zusammenbaut, bauen wir die jetzt auch noch fertig. Für mich. Das muss jetzt für mich noch sein, damit ich auch damit ich ein Ergebnis habe und mich freuen kann, dass was geklappt hat. Nachdem ich ja heute ein bisschen gekämpft habe. Ich hole mir gerade einmal Kopierpapier, falls ihr euch wundert, was da klappert. Das ist mein Drucker. Ich klaue das nämlich einfach aus dem Drucker raus. Denn dieses Kopierpapier benutze ich jetzt einmal für die seitlichen Verbindungsteile. Stecke einfach die Matte wieder ins Gerät. Und spätestens beim Kopierpapier hätten wir jetzt auch gemerkt, dass die Klinge mal ausgetauscht gehört. Weil wenn ihr dünneres Papier schneidet und eine Klinge habt, die nicht mehr so toll schneidet, dann merkt man das beim dünneren Papier, finde ich, immer noch mal extremer als bei dickerem Papier. Der Andruck ist jetzt eine Schätzung. Ich glaube, 10 reicht wahrscheinlich völlig, um hier durch das, ja, wir nehmen mal 10, um durch das Kopierpapier durchzukommen. Senden das einmal. Und ich stelle euch nochmal auf die Juliette. So, das wird jetzt einen kleinen Moment dauern, weil die jetzt jede Menge Faltlinien schneiden muss. Und ich sehe gerade noch eine Frage, nämlich die Frage von Alicia, ob die Geschwindigkeit von Juliette und Cameo 5 vergleichbar sind. Alicia, meine ehrliche Einschätzung, wir haben das neulich ausprobiert. Ich hatte die normale Cameo 5 getestet und die Juliette ist definitiv schneller als die Cameo 5, ist meine Meinung dazu. Und es gibt auch da nochmal
Ja, was ich vielleicht zur Erklärung noch dazu sagen kann. Und zwar, es läuft bei mir darauf raus, ich plotte die meisten Sachen aus dem Bastelkarton mit den 220 Gramm. Das ist Foliamaterial. Und da ist es einfach so, dass ich im Anpressdruck mit dem normalen Messer bei der Cameo 5 wieder nichts getan habe. Soll heißen, ich brauche bei der Cameo 5 2 Durchgänge. Um meinen Bastelkarton schön schneiden zu können, brauche ich da einfach die 2 Durchgänge. Da komme ich mit einem Durchgang nicht durch. In einem Durchgang ist der Plotter schon langsamer, also ist die Cameo 5 langsamer als die Juliet. Wenn ich jetzt aber bei der Juliet wirklich nur einen Durchgang brauche und bei der Silhouette Cameo 5 2 Durchgänge, dann macht es halt nochmal was aus. Ne? Der eine Durchgang ist quasi schon schneller bei der Juliet als bei der Silhouette-Maschine und dann brauche ich bei der Silhouette-Maschine langfristig meine 2 Durchgänge. Das ja, ist dann immer so ein bisschen die Sache. Wegen dem Spachtel wurde gerade noch gefragt, das habe ich gelesen, suche ich dir gerade den Link noch schnell raus. Ich dachte eigentlich, ich hätte ihn mit unten reingepackt, aber es kann auch sein, dass ich das vergessen habe. Deshalb versuche ich dir den gerade mal hier in die YouTube-Kommentare zu packen. Ist ein Amazon-Link und damit natürlich Werbung. Aber ich denke, das wisst ihr sowieso, dass es mit den Amazon-Links so ist. Ach perfekt, Annette, du warst schneller als ich. Sorry, habe ich gar nicht in der Geschwindigkeit gesehen. Vielen Dank, Annette, fürs Reinhauen. Den gäbe es also auch bei Amazon zu kaufen. Vielleicht gibt es sowas Ähnliches auch beim Baumarkt deiner Wahl, aber ich versuche euch immer, wenn ich irgendwie Links habe, die halt von der Beschaffbarkeit her so zu wählen, dass ihr sie auch wirklich kriegt. Okay. Die Schaber-Frage ist damit beantwortet. Ich hoffe, die Frage zur Cameo 5 und zur Juliet auch hinreichend. Wir haben das, wie gesagt, neulich getestet und ich sage es euch ehrlich, wie es ist, meine Cameo 5 wieder zurückgeschickt, weil ich sie einfach nicht benutzt habe, weil die Juliet halt am Ende doch schneller ist. Ist natürlich am Ende ein bisschen eine Frage, was will man mit dem Gerät machen, wie ist so der eigene Workflow, was will man nur schneiden, ne? So wie ich jetzt die Datei reinziehen, schneiden, Abfahrt, also erstellt man seine Dateien extern, dann funktioniert es für mich mit der Caesar-Software auch völlig. Tatsächlich mag ich das auch bei Caesar, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, können wir gerade nochmal gemeinsam reinschauen. Wartet, ich muss einmal die Software aufmachen und dann mache ich euch einmal den Bildschirm frei. Dass der sich hier meine Schnitteinstellungen merkt, das ist so eine Kleinigkeit, die mich persönlich in Silhouette immer wieder nervt, dass wenn ich in Silhouette einen Schneideauftrag sende, ich eigentlich jedes Mal wieder hier im Sendendialog meine eigene Materialeinstellung auswählen muss. Bei jedes Mal, wenn das auf war und wieder aufgemacht wird und ich dann wieder auf Senden gehe, jetzt funktioniert das logischerweise, weil ich jetzt schon einmal das ausgewählt habe, aber ich muss es sonst jedes Mal neu einstellen. Und tatsächlich merkt sich Leonardo das einfach, das merkt sich die Schnitteinstellung. Auf der anderen Seite kann man jetzt wieder sagen, okay, dafür kann ich jetzt hier aktuell in der Software noch keine eigenen Einstellungen speichern. Korrigiert mich gern, wenn das irgendwer besser weiß. Hier stelle ich jetzt aktuell manuell noch meine persönlichen Einstellungen ein. Aber bei mir ist es halt auch so, ich habe nur eine Handvoll Materialien, die ich ständig verwende und dann mache ich das aus dem Gefühl bzw. einfach aus dem Gedächtnis, was ich hier einstellen muss. Alicia hat sich die Cameo 5 Plus geholt, wegen Software etc. Alicia kann ich auch verstehen. Wer jetzt jahrelang die Silhouette-Software gewohnt war, dass man dann sagt, und man bleibt dann jetzt auch bei Silhouette, das halte ich jetzt auch für absolut nachvollziehbar. So, jetzt habe ich gerade noch gesagt, ich mache das aus dem Gefühl und aus der Schätzung. Und mein Gefühl war hier nicht ganz perfekt. Wir gehen jetzt hier mal zurück zum Design, sagen, er soll die Farben doch separieren und senden nur den äußeren Schnitt nochmal. Und zwar tatsächlich mit mehr Andruck, weil der nicht ganz durch ist. Gucken wir mal, ob wir jetzt durchkommen. Ja. Jetzt sind wir einmal durch. Ich bringe die Matte wieder mit, dann können wir es einmal gemeinsam machen. Switchen wir wieder einmal hier auf die Kamera. Und ich löse jetzt hier wieder den Hintergrund einmal ab und löse dann auch hier die Verbindungsteile ab. Und dann kleben wir das noch auf die Schnelle zusammen und gucken mal, was wir von dem Vögelchen-Motiv halten. Und dann, glaube ich, entlasse ich uns heute in den Feierabend. Diese seitlichen Verbindungsteile, die werden einfach immer mit wechselnd Berg- und Talfalten vorgefaltet. Da gibt es für diejenigen, die wirklich einfach mal eine Tunnelkarte basteln wollen, aber im Shop auch natürlich ein Anleitungsvideo dazu.
Ja, genau. Ich lese gerade, Sandra, bei Caesar kann man die Einstellungen am Gerät speichern und da auswählen. Genau, Sandra, das weiß ich. Das mache ich persönlich aber nie, weil ich es umständlich finde, zwischendurch zum Gerät zu laufen und dann in der Software zu sagen, nee, nimm mal die Einstellungen vom Gerät. Also da würde ich mir zukünftig wünschen, dass man das auch in der Software selber kann. Ob das wirklich kommen wird, bezweifle ich aktuell noch. Ich weiß, dass ich die in der Maschine quasi die Einstellungen vornehmen kann, aber das finde ich vom Workflow her einfach unkomfortabel tatsächlich, das in der Maschine zu machen. Gut, man kann auch sagen, es ist wahrscheinlich auch wieder Gewohnheitssache, weil eigentlich musst du eher an die Maschine laufen, du musst das Material einlegen, dann kannst du auch an der Maschine die Materialauswahl treffen. Das ist man halt wahrscheinlich auch wieder einfach nicht gewohnt. Ne? So, jetzt können wir gleich mal sehen, wie das hier sich mit meiner kleinen Kleberflasche verhält, die ich vorhin gezeigt habe. Die würde ich nämlich jetzt hier auch wieder verwenden. Kleben wir das auch gleich mal mit dem Ponal. Marina schreibt gerade, das nervt sie auch am Brother, dass sie das immer am Gerät irgendwie händisch machen muss. Ja, das verstehe ich. Also es ist einfach ungewohnt. Ich bin auch kein so großer Fan davon, dass ich das dann an der Maschine machen muss. So, die Seitenteile sind vorgefaltet. Jetzt muss ich aufpassen, heute am Pleiten, Pech und Pannentag wäre es jetzt typisch für mich, dass ich noch kurz vor knapp die Dinger falsch zusammenklebe. Das wäre jetzt das Highlight. Das ist übrigens auch so eine Kleinigkeit. Ich schüttel jetzt zwar, aber wenn ich jetzt ein größeres Projekt kleben würde, würde ich jetzt schon wieder die Kleberflasche auffüllen, weil mich persönlich das nervt, wenn ich immer wieder vorm Kleben irgendwie schütteln muss, damit es irgendwie weitergehen kann. Also jetzt würde ich schon fast wieder diese Klebertube auffüllen. Ich mache das jetzt hier mal so im Schnelldurchgang. Also ich erkläre jetzt nicht groß noch den Zusammenbau von dieser Tunnelkarte. Wie gesagt, gibt es ein Anleitungsvideo dazu im Shop. Und ist eigentlich auch wirklich simpel. Wirklich einfach. Nur um wieder mal, Grüße gehen raus an die Clubis, wirklich einfach. Ich versuche das ja sonst zu vermeiden, das Wort einfach, vor allem in meinen Anleitungsvideos. Aber es gelingt mir nicht immer. Es rutscht mir dann manchmal doch raus. Und ich habe jetzt ja, als wir gemeinsam gebastelt haben, auch festgestellt, da musste ich ja mein Anleitungsvideo auch selbst nochmal hören, dass gerade bei den aufwendigeren Anleitungsvideos, wenn bei mir die Konzentration nachlässt, sage ich dann häufiger einfach. Also wenn euch das auffallen sollte, wenn ihr ein Anleitungsvideo von mir seht und es euch nervt, dass ich jetzt zum 5. Mal in 10 Sätzen einfach gesagt habe, sage ich an dieser Stelle mal Entschuldigung. Ja, das passiert, aber passiert hin und wieder. Sonja fragt gerade, ist das jetzt 200 Gramm Papier? Nein, Sonja, das, was ich hier gerade zusammenklebe, diese seitlichen Faltteile, dafür verwende ich gerne Kopierpapier und das dürfte wahrscheinlich 80 Gramm haben. Das ist mein Standard-Kopierpapier, das ich hier in meinem Drucker quasi drin habe. Ich mag für die Verbindungsteile an den Seiten gerne dünneres Papier, weil dann das Ganze im flachgelegten Zustand nicht so dick wird. Ne? Weil sonst hätte ich jetzt hier ja überall die gleiche Dicke wie von dem Tonkarton und das wird dann in sich einfach viel dicker, auch im flach gefalteten Zustand. Und deshalb benutze ich für die Seiten ganz gern Kopierpapier. Ist kein Muss. Theoretisch kannst du auch dafür das dickere Papier verwenden. Für die Plot-Einsteiger sind, dieses dünne Papier, Kopierpapier, plottet sich für mein Gefühl schwieriger als dickeres Papier. So, also man kann da zur Not auch dickeres Papier nehmen. Ich sortiere mir jetzt als nächstes noch meine Motivlagen. Die Kringellage ist natürlich wieder die allervorderste Lage. Das Vögelchen ist aber, wenn ich das richtig im Kopf habe, Lage 3. Da kommt noch die einfache Blume dazwischen. Und dann haben wir noch den Zweig hier an der Seite. So, und so soll sich das Ganze jetzt dann gleich zusammensetzen. Und ich beginne beim Kleben gerne hier mit der Lage 3. Das heißt, ich lege die ersten beiden Lagen einmal zur Seite. Trage einmal jetzt hier den Kleber auf dem zusammengeklebten Teil auf. Oh, und Andrea hat gerade noch was geschrieben, da muss ich aber gleich noch mal in Ruhe lesen. Wartet, ich klebe das hier gerade erstmal fest. So, ich mittel das aus. Wundert euch da nicht, wenn ihr auch eine Tunnelkarte plottet, diese seitlichen Verbindungsteile, die sind bewusst in der Höhe ein kleines bisschen kürzer als die Motivlage selbst, einfach damit die auf keiner Seite überstehen. Deshalb mache ich das so, dass die kleinen Tacken kürzer sind. So, jetzt kommt die nächste Lage vorne drauf. Das ist jetzt hier die Lage 2 mit den Blümchen.
Und ich lege das einmal seitlich in das Verbindungsteil ein und schaue dann aber auch, dass hier die Motivlagen als solche möglichst kantenbündig aufeinander liegen. So, jetzt kommt die Vorderseite drauf. Und dann kleben wir noch die Rückseite an. Drehe ich einmal im Ganzen. Und wenn ich die eine Seite komplett angeklebt habe, dann fächere ich das Ganze jetzt gleich noch mal so ein bisschen auf. Hier sehe ich, hängt noch ein einzelner Punkt. So. Und dann kleben wir die zweite Seite. Bevor ich das aber mache, gucke ich noch mal ganz schnell, weil ich nämlich vor lauter Kleben jetzt gerade eure Kommentare nicht so gut verfolgen kann. Nicht, dass ich da irgendwas übersehe, was man zwischendurch vielleicht noch gut beantworten könnte, bevor man das Ganze zuklebt. So. Endlich mal was Einfaches. Petra lacht, okay. Und ja, Andrea schreibt gerade, deshalb stellt sie ihre Klebeflasche quasi gerne auf den Kopf. Sie hatte einen Klebehalter jetzt auch, glaube ich, am Wochenende mit, richtig, Andrea? Dann steht das ganze Kopf und der Leim läuft nicht immer wieder nach unten. Verstanden. Tatsächlich nutze ich sowas gar nicht. Ich kann aber gar nicht sagen, warum. Wahrscheinlich auch einfach Gewohnheit. Ich mache die Leimflasche einfach wieder voll. Pragmatismus. Aber vielleicht sollte ich habe ja sogar einen 3D-Drucker, vielleicht sollte ich mir einfach selbst auch mal so einen passenden Flaschenhalter für diese kleine Leimflasche drucken. So. Bin sehr gespannt, wie viele von euch noch dabei sind. Werdet ihr auch langsam müde? Ich bin jetzt langsam platt, aber es ist auch schon wieder 22:20 Uhr. Also es ist ein langer Stream. Und ich habe vorhin eure Kommentare so ein bisschen überflogen. Einige haben geschrieben, Open End ist völlig in Ordnung. Aber ich bin noch nicht so ganz sicher, ob das die Mehrheit war. Ich habe auch einmal so 1,5 Stunden werden ganz gut gelesen. Ich denke auch immer, wenn es zu lange wird, dann ist man nicht mehr so konzentriert. Aber eigentlich könnt ihr euch ja quasi, wenn ihr möchtet, auch einfach von mir berieseln lassen. Ihr müsst ja gar nicht so viel aktiv machen. Plottet ihr eigentlich nebenher? Das könnt ihr mir doch auch mal verraten. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Achtung, ich habe hier noch so ein Teil entdeckt, das hier nicht hingehört. So. Ob bei euch jetzt aktuell der Plotter läuft oder ob ihr einfach entspannt auf der Couch sitzt. Wo schaut ihr euch das Ganze gerade an? Was tut ihr nebenher? Tut ihr etwas nebenher oder tut ihr nichts nebenher? Ihr merkt, ich bin im Moment sehr bemüht, meine Nutzer besser zu verstehen. Ja, Sonja schreibt, sie ist sehr müde und muss morgen arbeiten. Oh je. Hier wird die Materialliste noch abgeschoppt. Antonia arbeitet an der nächsten Blumenkugel. Andrea hat erst gestrickt und jetzt ist er am Stanzen. Ihr seid schon fleißig nebenher. Annette sagt auch, sie ist müde. Ich verstehe es. Wir haben es gleich geschafft. Also hoffe ich. Ich bin sehr gespannt, wie der erste Prototyp ausschaut. Bis jetzt nur digital getestet, noch nicht geschnitten. Ihr wart also beim ersten Schnitt dabei. Das ist auch so eine Art Premiere. Das habe ich auch noch nie gemacht, glaube ich, dass ich was ich nicht schon wenigstens einmal geplottet habe, hier in irgendeinem Stream geplottet habe. So, auch hier gucke ich nochmal, dass sich hier nichts irgendwo verklebt. Nee, das schaut gut aus. So, hier ist es, das Vögelchen. Die Frühlingstunnelkarte. Noch nicht im Shop, wie gesagt, gerade erster Test. Muss wie immer noch Fotos machen, aber ich bin ganz happy. Ich glaube, da muss ich sonst gar nicht mehr so viel dran tun. Ich glaube, die kann genauso bleiben. Dürft ihr auch gerne nochmal schreiben. Wenn einem noch was auffällt, haut's rein in die Kommentare. Aber ich bin sonst eigentlich ganz happy. Funktioniert so als Frühlingsmotiv. Ja, Annette ist zufrieden, das ist schon mal wichtig, weil Annette hat sich ja auch neue Tunnelkartenmotive gewünscht. Tada!
Test geglückt, wunderschön, wunderbar. Dann kann ich doch das vielleicht sogar noch vor den Ostereiern fertig machen, weil dafür muss ich kein neues Anleitungsvideo aufnehmen. So, ihr Lieben. Tada! Ich zeige es euch hier nochmal. Kann man vielleicht immer, also ja, ich bin vielleicht auch nicht das perfekte lebende Größenmaß, aber ich finde, ne, kann man doch auch immer noch mal ein bisschen die Größe vielleicht besser einschätzen. Das ist jetzt eine normal große Tunnelkarte, das heißt Außenmaß 14 x 14 cm. So, das freut mich. Also seht ihr, das ist jetzt für mich das Erfolgserlebnis des Abends, dass das noch geklappt hat und dass euch das Motiv auch gefällt. Ne, ist einfach was für den Frühling und mal nichts für Ostern, weil es muss ja nicht auf allem immer ein Osterhase drauf sein. So, gut. Da lese ich doch das nächste. Elke schreibt, sieht gut aus, sie schafft es nur nicht mit dem Umschlag. Elke, da wäre ja eigentlich der Umschlag das nächste, was wir plotten müssen. Aber ihr seht es mir nach, nicht mehr heute. Wir sind jetzt heute schon fast 2,5 Stunden live. Machen wir aber doch dann einfach beim nächsten Mal. Also mir macht Tunnelkarte mit euch basteln immer Spaß, weil das was ist, was schnell gemacht ist. Und ich wollte jetzt hier mein Motiv sowieso testen. Machen wir beim nächsten Mal, wenn wir wieder eine Tunnelkarte plotten, machen wir den Umschlag nochmal mit. Dann zeige ich das auch nochmal live, weil das geht eigentlich auch ganz einfach. Entschuldigung, ich habe es schon wieder gesagt. Ich muss hier mal ein Phrasenschwein aufstellen. Und die Petra schreibt gerade, gibt es die auch als Mini-Variante? Ich kann es noch nicht versprechen, Petra, aber ich kann mal gucken. Ich sag dir, warum das nicht so easy ist. Da müsste ich außenrum relativ viel wegrationalisieren, weil das Vögelchen hat schon eine gewisse eigene Größe. Habe ich hier sonst irgendwo noch eine Mini-Tunnelkarte stehen? Ja, könnte vielleicht gerade noch gehen. Das Vögelchen ein bisschen schrumpfen lassen, weniger Blumen dann drumherum. Also wenn du auch sagst, mit weniger Blumen ist auch schick, dann kann ich das versuchen, dass es das Vögelchen auch als Mini-Tunnelkartenversion gibt. Okay. Kannst du ja noch mal kurz in die Kommentare reinhauen, Petra. Wäre für mich so eine Aufgabe für nebenher jetzt am Wochenende. Gut, ich halte euch wie immer auf dem Laufenden. Ich sage Bescheid, sobald das Ganze auch wirklich in den Job gewandert ist. Petra sagt schon, ja, passt, okay. Mache ich. Das kriege ich dann hin, weil Vögelchen plus große Blume ist zu groß für die Mini-Tunnelkarte. Aber dann vielleicht 2 kleinere Blümchen oder so nebendran. Gucke ich mir noch mal an. Gut. Annette sagt, sie schaut quasi vom Bett aus, schaut nur zu, weil in der Schlafstube der PC steht. Fand ich ganz spannend. Einige haben ja geschrieben, sie basteln doch nebenher, sie stricken, sie sind am Werkeln. Der eine oder andere ist doch auf der Couch. Ich frage euch jetzt sowas in Zukunft öfter, damit ich ungefähr weiß auch, wo ihr so unterwegs seid. Was für mich auch noch ganz spannend wäre, diejenigen von euch, die jetzt auf die Links zugegriffen haben unter dem Video. Geht es für euch gut, diese Videobeschreibung aufzurufen, weil ich auch da überlegt habe, ob ich euch das in Zukunft nochmal irgendwie übersichtlicher machen kann. Eine Möglichkeit wäre das Einblenden von einem QR-Code, den man dann zum Beispiel mit dem Handy abscannen kann. Macht es für euch Sinn oder eher nicht? Sonja, ich sag dir gute Nacht, wir gehen jetzt auch gleich, du verpasst nichts, ist gleich Feierabend. Ich mache die eine Frage noch mit und dann gehen wir alle, also schicke ich euch quasi in den Feierabend, schicke mich selbst in den Feierabend. Und falls du Lust und Zeit hast, nächsten Freitag wieder 20 Uhr. Das habe ich jetzt einfach mal so festgelegt. Alicia schreibt, es geht gut so, wie es ist. Wunderbar. Dann muss ich mir da auch nicht so den Kopf zerbrechen. Ja, war jetzt kein Problem mit der Videobeschreibung. Wunderbar. Nadine plottet auch nebenher noch Stiftetaschen für den Kindergeburtstag morgen. Alles gut so. Wunderbar. Das seht ihr. Ich habe ja immer so wahnwitzige Ideen, was man noch alles machen kann, aber man muss ja nicht Dinge verändern, die funktionieren. Vielen Dank, ihr Lieben, für eure Zeit, für eure Rückmeldung. Ihr helft mir damit immer sehr. Ich freue mich sehr, wenn wir hier gemeinsam Zeit verbringen. Es war heute wieder ziemlich holprig. Erst habe ich mit der Technik gekämpft, dann habe ich noch mehr mit der Technik gekämpft. Und es hat auch die Hälfte von dem, was ich machen wollte, nicht richtig geklappt. Aber so ist das Leben. So habt ihr es live mitbekommen. Und ja, danke, danke. Und hoffentlich und vielleicht ja bis nächste Woche Freitag wieder 20 Uhr. Könnt ihr euch schon mal vormerken. Ich sichte nachher nochmal eure Tageswünsche, aber so halten wir es erstmal fest. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Erholt euch gut. Plottet fein. Wenn ihr was von mir plottet, zeigt es bitte unbedingt auch. Wir sehen uns, wir lesen uns. Bis dann, ihr Lieben.